Wunderbar andächtiges Schweigen, so wünscht man sich das als Rektor. Einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zu der Initiationsveranstaltung vom MedLife Lab. Ich habe mich bei den Veranstalterinnen ausbedungen, niemanden persönlich begrüßen zu müssen. Und im Sinne des Zeitmanagements hoffe ich, dass es für Sie akzeptabel ist, alle in cumulo herzlich willkommen zu heißen und zu begrüßen in diesem Sinn. Es gibt das nehme ich als Zeichen der Zustimmung und der Nachsicht. Es gibt in unserem Geltungs- und Wirkungsbereich praktisch kein strategisches Dokument, das nicht die Begriffe Innovation, Entwicklung und Forschung beinhalten würde. Das beginnt bei den relevanten EU-Dokumenten European Horizon 2, das European Innovation Council, das European Institute for Technology, setzt sich in Österreich fort in die FDI-Strategie. Im neuen Regierungsprogramm finden sich ganz prominent auch Hinweise darauf, sind sogar farblich passenderweise ein paar Zuckerln für die Forschung ausgeführt, die noch ein bisschen mit Fleisch gefüllt werden. Das ist übrigens eine schreckliche Metapher, fällt mir gerade ein, Zuckerl mit Fleisch zu füllen, ist also ganz ungünstig. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Natürlich ist es auch im Programm der Tiroler Landesregierung drinnen und setzt sich logischerweise in unseren Entwicklungsplan und auch in die Leistungsvereinbarungen fort. Also ganz ein zentrales Element. Seit Birgit Hochenecker unser Team befruchtet und verstärkt, hat sie gemeinsam mit Christine Bandlow, der Ressort, zuständigen Vizerektorin, diese Sache zur Causa Prima gemacht. Und das ist auch der erste sichtbare Erfolg dieses Produktes, ist die Begründung von MedLife Lab und die Initiation dieser Veranstaltung, die, was mich sehr freut, auf ganz großen Zuspruch gestoßen ist, obwohl ich gewarnt wurde von unserer PR-Chefin, dass das ein ganz übler Tag wäre und wir keine Chance hätten, auch nur 15 Leute hier reinzubringen. Also auch die Öffentlichkeitsarbeit macht nicht immer alles ganz richtig, wie Sie merken. Klarerweise ist das auch ein Teil des Anspruchs unserer Third Mission, derartige Programme auf die Beine zu stellen und daher ganz ein zentrales Element im universitären Bereich. Zwei Schwerpunkte haben diese gemeinsamen Bemühungen. Auf der einen Seite ist es Datentransfer. Da haben wir noch ein bisschen gemeinsam mit den Tirol-Kliniken Hausübungen zu machen, um das halbwegs rund über die Biene zu bringen. Und der andere Bereich ist natürlich der Wissenschaftstransfer in die Industrie und in die Wirtschaft, um Ausgründungen, Spin-offs und dergleichen zu ermöglichen, zu initiieren und auch zu motivieren. Im Sinne dieses jetzt gerade genannten freue ich mich sehr auf die Veranstaltung, auf Anregungen, auf Diskussionen und darauf, dass Sie alle nicht nur mitdenken, sondern auch mitreden und wünschen uns alle einen konstruktiven Nachmittag. Viel Spaß und viel Unterhaltung wünsche ich uns allen, neben dem schweren, gewichtigen, bedeutenden wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekt, die notabene das Ganze prägen werden. Und damit darf ich übergeben an Sie, Frau Stiegler, als Moderatorin des Nachmittags. Dankeschön fürs Zuhören und danke fürs Kommen. Vielen Dank. Innovation braucht Diversität, Innovation braucht Vielfalt und es freut mich ganz besonders, Sie heute in dieser Vielfalt hier im Publikum begrüßen zu dürfen. Wir sehen hier auf der Slide, welche Organisationen im Publikum heute vertreten sind, wer alles anwesend ist, aus dem Entrepreneurship- und Start-up-Bereich, aus Innovation- und Start-up-Support-Organisationen. Universitäten sind stark vertreten, auch das Bundesministerium ist hier, es freut uns sehr, öffentliche Einrichtungen und die Industrie. Viele Partner, die wir im Ökosystem brauchen, um eben gemeinsam Innovation und bei uns im Fokus in Medizin und Life Sciences voranzubringen. Was erwartet uns heute Abend? Innovation am Standort Tirol, hier passiert schon sehr vieles, gemeinsam eben mit unseren
Partnerinnen, gemeinsam mit etablierten Institutionen. Und heute Abend wagen wir es, das MedLife Lab vorzustellen, was wir hier vorhaben, Großes, gemeinsam eben. Wir wagen es, einen Blick in die Zukunft zu werfen, mit der Keynote von Markus Peschel, Innovating from the Future, um hier zu sehen, was ist es für ein Mindset, das wir an der MUI, also an der Medizinischen Universität Innsbruck und im MedLife Lab gemeinsam leben wollen. Danach haben wir eine Panel-Discussion, in der wir beleuchten From Science to Business to Society. Was braucht es und was sind die unterschiedlichen Perspektiven unserer StakeholderInnen von Spin-offs, Public Institutions, dem Ministerium der Industrie und InvestorInnen. Mit dem Blick zurück dürfen wir auch Frau Professorin van Laar begrüßen und sie wird uns gemeinsam mit Vizerektorin für Forschung Christine Bandlow die Erfolgsgeschichte von Virate und Boehringer Ingelheim und wie das Ganze begonnen hat an der Medizinischen Uni vor 10 bis 15 Jahren beleuchten. Nach einem Wrap-up gibt es im Anschluss draußen im Audimax Foyer, das haben Sie schon beim Hereinkommen gesehen, ein Buffet, bei dem wir uns austauschen können, Ideen generieren können und bei dem Innovationsprojekte der Medizinischen Universität Innsbruck ausgestellt werden. Zunächst aber mal möchte ich meinen Kollegen Martin Elmerer auf die Bühne bitten, der gemeinsam mit mir, Elisabeth Stiegler, das MedLife Lab als Innovation Hub der Medizinischen Uni und als Beteiligungsgesellschaft leitet. Trotz massiver Investitionen in R&D, in Forschung und Entwicklung, gibt es beim kommerziellen Erfolg und bei der Skalierung eine große Lücke zwischen Europa und den USA. Die Unis spielen hier eine entscheidende Rolle, insbesondere was Deep Tech oder Innovationen auf Basis von exzellenter Forschung betrifft. Wir haben hier in Österreich auch eine ausgezeichnete Förderlandschaft, gerade zu Beginn, wo es um diese Forschung und Entwicklung geht, mit der FFG, mit der AWS, mit unterschiedlichen Förderinstrumenten. Und auch EU-Programmen wie Horizon Europe. Aber insbesondere dort, wo man den Übergang schaffen muss von der Forschung in die Praxis, wo man privates Investment braucht, dort haben wir eine große Herausforderung vor uns. Und wir brauchen gerade im Medizin- und Life-Science-Bereich hier eine gemeinsame Anstrengung. Gemeinsam von der Universität, von der Wissenschaft, von der Industrie, und auch von den Finanziers, das heißt auch im Investment. Gemeinsame Anstrengung bedeutet eben das für uns, dass wir das gemeinsam angehen. Hier sehen wir zwei Erfolgsbeispiele, die wir auf der MedLife Lab Webseite abgebildet haben. Das ist der Case von Virate und der Case von Heart Regenerative Technologies, jetzt Avens Medical von Professor Hohlfeld. Uns geht es aber um viel mehr. Uns an der Medizinischen Universität Innsbruck und im MedLife Lab geht es darum, Purpose-Driven Innovation zu kreieren und zu unterstützen. Uns geht es darum, über Patente und Lizenzen hinauszugehen und mit Ausgründungen, aber auch durch Beteiligungen Assets nachhaltig, werthaltig zu machen für die Universität und für unseren Wirtschaftsstandort. Aber wie machen wir das, Martin? Danke, Elisabeth. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich wirklich außerordentlich, dass ich heute hier stehen darf und dass das MedLife Lab quasi aus der Wiege gehoben wird. Und ich möchte mit den nächsten Minuten ganz kurz beschreiben, wie wir das ganze Thema angehen, wie wir gemeinsam Assets entwickeln an der Medizinischen Universität Innsbruck, aber auch im Tiroler Umfeld. Wir haben ja viele Vertreter her vom Ökosystem in Tirol. Wir denken aber auch über die Grenzen hinaus. Es geht in erster Linie einmal um Awareness, ja, um Bewusstseinsbildung, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur in Innsbruck stärker werden, nicht nur in Tirol, sondern in Österreich und in ganz Europa, wie wir es jetzt aus den Medienberichten ja immer intensiver, wie es uns vor Augen geführt wird. Es geht um Education.
Es geht um die Forscherinnen, die wir hier am Standort haben, die wir mit dieser Materie, wo wir das Mindset vermitteln müssen, dass die auch in der Lage sind, über die Wissenschaft hinaus wirtschaftlich zu denken und eben zu Ausgründungen zu führen. Es geht um Networking und Community Building. Es geht um Finanzen, ja, also solche Projekte, gerade im Life Science Bereich, müssen finanziert werden. Es geht um Business Creation und Entwicklung. Wir bieten auch Zugang zu Infrastruktur an der Medizinischen Universität. Aber das Wichtigste, was ich hervorheben möchte mit dem MedLife Lab, werden wir eben auch Hands-on-Support geben. Das heißt, nicht nur beratend tätig sein, sondern wirklich Forscherinnen aktiv dabei zu unterstützen bei ihren Ausgründungen in Themenbereichen, die für sie nicht gelernt waren, nicht zugänglich sind. Es geht um Recht, es geht um Patentrecht, es geht um Finanzen. Es ist eine Vielzahl von Themen, die hier aufscheinen, wo wir aktiv mit Hands-on-Aktivitäten die Forscherinnen, die Projekte unterstützen werden. Dazu bedienen wir uns eines Innovationsprozesses. Das ist ein international angewendeter Prozess, den wir für den Life Science Bereich adaptiert haben. Es geht hier im einen Bereich um Education-Aktivitäten, es geht um Sensibilisierung der Forscherinnen, wie ich es erwähnt habe, es geht um die Qualifizierung der Forscherinnen und als wichtiger Punkt geht es dann aber auch um das Matchmaking von den Teams. Ein Gründerteam ist die Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen und aus diesem Grund ist es auch wichtig, den Zeitpunkt der Gründung richtig anzusetzen und eben, wie es häufig passiert, nicht zu früh anzusetzen. Auf der anderen Seite hat dieser Prozess dann unterschiedliche Phasen. Die Identifizierungsphase vom Projekt, um zu sehen, ist dieses Projekt geeignet für eine Ausgründung oder ist es eher geeignet für ein Lizenzmodell. Die Konzeptphase, die eigentliche Gründungsphase und dann die Produktentwicklungsphase bis zur Start-up-Phase und der Wachstumsphase. Was uns auszeichnet, ist, dass wir einen End-to-End-Prozess begleiten, wirklich von der Idee, von der Science bis zum erfolgreichen Business. Das ist unser Konzept, das wir in den nächsten Jahren hier an der Medizinischen Universität Innsbruck etablieren werden. Wer sind jetzt aber unsere Ansprechpartner, unsere Stakeholder, mit denen wir sprechen? Elisabeth, bitte. Wir richten uns an Wissenschaftlerinnen der Medizinischen Universität Innsbruck, aber auch an Studierende, an alle Organisationseinheiten intern, auch an Wissenschaftlerinnen und Mitarbeiterinnen an anderen Institutionen oder auch gerne an den Kliniken. Investorinnen in Medizin und Life Science sehen wir als wesentliche Partner und Zielgruppen, um frühzeitig bereits unsere Projekte bekannt zu machen und frühzeitig mit einem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung für die nächsten Jahre, bevor es dann tatsächlich zu einem Investment kommt, um da eben zu unterstützen. Und natürlich richten wir uns auch an Corporates, also an etablierte Unternehmen im Bereich Medizin, im Bereich Pharma, alles rund um Life Sciences, um Kooperationsprojekte oder Co-Creation gemeinsam anzugehen. Unser Fokus bei der Projektbetreuung oder eben in Richtung Ausgründung sind einerseits die Spin-Offs. Wir sind gleichzeitig auch offen im MedLife Lab und an der MUI für potenzielle Spin-Ins und eben diese Kooperationsprojekte. Wer sind wir im MedLife Lab eigentlich? Das Team, das dahinter steht, sehen wir hier auf der Folie. Wir decken unterschiedlichste Kompetenzen, die man genau in diesem Gründungsbereich benötigt, ab. Das beginnt von der Unternehmensführung, von Education und Community-Ansatz, Technologietransfer, IP-Management und natürlich eben, Martin, da bist du federführend bei uns, Business Creation und Business Development.
Innovation braucht Kooperation, wie ich bereits eingangs gesagt habe. Und hier ist es wichtig, gemeinsam im Ökosystem zusammenzuhalten und zusammenzuwirken, um eben dieses Gap, das wir eingangs gesehen haben, gemeinsam zu schließen. Hier sehen wir abgebildet verschiedene Institutionen, mit denen wir im Vorfeld und mit denen die medizinische Uni bereits im Vorfeld der Gründung des MedLife Labs begonnen hat, zusammenzuarbeiten. Unsere Partnerinnen sind auch hier im Publikum, habe ich mich sehr gefreut, Sie schon zu begrüßen. Vielleicht etwas Neues hervorzuheben. Wir haben in der Kooperation mit der Universität Innsbruck jetzt das Entrepreneurship-Erweiterungsstudium für alle Studierenden unserer medizinischen Universität öffnen und den Zugang ermöglichen können. Gemeinsam mit dem MCI arbeiten wir an Lehrveranstaltungen und Konzepten. Wesentlich sind, und die sind natürlich sehr nahe für uns, die Standortagentur Tirol, wo wir im Rahmen der Tiroler Innovationswoche heute unsere Eröffnung feiern dürfen. Health Hub Tirol, Inkubator natürlich, eben das MCI habe ich schon erwähnt. Und sehr intensiv in der Zusammenarbeit und im Austausch sind wir auch mit Partnern wie der Ascenion oder eben, wie eingangs schon gesagt, mit im Thema Investments, Investorinnen. Mit Gateway Ventures planen wir eine längerfristige Kooperation. Und Begleiter in der Konzeptionierung und in der Ausgestaltung des Ganzen sind der Living Core und New Venture Scouting. Genau. Jetzt, danke Martin, möchte ich überleiten, weil Wissenschaft und Forschung ist ein wesentlicher Teil von Innovation. Aber Innovation selbst, das entsteht erst durch den Marktbezug, wofür die wissenschaftliche exzellente Leistung natürlich die Grundlage ist. Und hier ist es aber auch, wo wir dann im MedLife Lab unterstützen, wie man Innovation denken kann und was hinter Innovating from the Future in der Keynote von Markus Special steckt, das wird er uns jetzt näher bringen. Markus, ich darf dich auf die Bühne bitten. Markus Special ist Professor für Kognitionswissenschaften und forscht an der Universität Wien seit vielen Jahren unter anderem zum Thema Innovation, Wissenschaft und dem Zusammenspiel von Geist, Technologie und Gesellschaft. Er ist Mitgründer von The Living Core, einem Innovationslabor, das zukunftsorientierte Wissens- und Innovationsprozesse entwickelt und darauf eben spezialisiert ist. Und du wirst uns jetzt deinen Ansatz näher bringen und vorstellen, welche Art von Innovation wir meinen und wie wir denken wollen mit einem future-oriented Mindset. Darf ich Ihnen geben? Danke vielmals. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche in einer zweifachen Rolle zu Ihnen. Einerseits als Wissenschaftler, ich bin an der Uni Wien, beschäftige mich eben mit Kognitionswissenschaften und mit Innovation auf der anderen Seite und auch als Unternehmer. Vielleicht in der dritten Rolle eben das Thema, von dem wir sprechen hier, eigentlich Innovation ist sozusagen, wird da sowohl theoretisch als auch praktisch abgehandelt. Und die Frage für mich, wie ich mich jetzt vorbereitet habe, warum müssen wir eigentlich an einer Universität über Innovation sprechen? Ja, wir glauben, innovativ zu sein, wir sind es auch, glaube ich. Wir glauben oder wir sind kreativ, wir sind zukunftsorientiert. Aber vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr, als was wir sozusagen gemeinhin auch, der Rektor hat auch kurz gesprochen, ja, Innovation steht überall, aber ich glaube, das ist ein sehr fuzzy Begriff und was ich gerne mit Ihnen machen würde, ist, dass ich mir den ein bisschen genauer anschauen möchte, aber noch einen Schritt weitergehen möchte, nämlich sagen, wie kann Innovation ausschauen, wenn man den ein bisschen mehr von der Zukunft her gedacht sieht. Das möchte ich Ihnen kurz sozusagen, in diese Richtung werden wir heute gemeinsam denken und was es dann auch bedeuten könnte für eine Universität. Das heißt, Innovation, was ist denn das? Ja, ich gebe Ihnen nur ein paar Beispiele, ja, also aus dem medizinischen Bereich, ja, Lab on a Chip, ja, Point of Care Testing, ja, was wir zum Beispiel bei Covid gehabt haben, ja, das sind Innovationen. Oder ja, 3D Printing of Organs, ja, Bioprinted Tissues and Organs. Das sind Innovationen. Oder ja, die ganze Kombination von AI, Digital Health, Remote Patient Monitoring, so all das kennen wir.
Das sind in gewisser Weise auch Innovationen, wo wir sagen, aha, da ist jetzt was interessant. Und was macht das eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen einer Innovation und dem, was wir in unserer Forschung machen? Und zwar, wenn ich um Forschung spreche, und ich glaube, das ist ganz wichtig, sprechen wir meistens von Grundlagenforschung oder auch teilweise schon ein bisschen angewandter klinischer Forschung zum Beispiel, wo wir wirklich an der vordersten Front stehen. Und die meisten dieser Innovationen, die ich Ihnen hier jetzt gezeigt habe, zum Beispielhaft, die haben als Grundlage in den allermeisten Fällen diese Art der Forschung, ja, die wir hier oder die meisten von Ihnen hier, die anwesend sind, betreiben. Aber es geht ein bisschen darüber hinaus. Ja, einerseits, ja, was sind denn da so Punkte? Einerseits versuchen Sie sozusagen eine große Challenge, ja, also ja, ein soziales Problem. Ja. Sie haben einen klaren Anwendungsaspekt. Und zwar in einer Art und Weise, dass man sagt, ja, es geht eigentlich um diese User-Centeredness. Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, was die meisten Innovationen auszeichnet und gute Innovationen auszeichnet, dass sie auf User-Needs eine Antwort geben. Und darüber hinaus, ja, sie sind in Ökosysteme eingebettet. Das haben wir heute auch schon öfter gehört. Ich glaube, du hast ein bisschen anders gesprochen von Ökosysteme, ja, als ich das jetzt gemeint habe, aber Ökosysteme, wo wirklich die verschiedensten Stakeholder eine Rolle spielen und mit innovieren und mit hereingenommen werden. Darüber hinaus, ganz klar, die meisten dieser Innovationen brechen mit klassischen, sozusagen traditionellen Denkmodellen. Und ich werde Ihnen dann gleich zeigen, wie man darauf schauen kann. Das hat sehr, sehr viel auch damit zu tun, dass sie eben trans- oder cross- oder interdisziplinär sind, je nachdem, wie man das definiert. Und natürlich haben sie auch einen kommerziellen Aspekt. Das ist klar, dass wir letztendlich wollen wir auch ein Geld damit verdienen, was keine schlechte Sache ist. Vielleicht für uns Akademiker, Akademikerinnen, immer sagen, wissen wir jetzt nicht, ja, wem setzen wir uns da aus, aber darauf müssen wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Gut, die Frage, sozusagen, wenn das Innovation ist, ja, was bedeutet denn dann eigentlich Innovation und Disruption in einer sogenannten VUCA-Welt? Wer von Ihnen kennt den Begriff VUCA-World? Hat sie nur mal ganz kurz, ein paar Kolleginnen und Kollegen, okay, ganz kurz, oh je, das geht so schnell hier, wir sind in Innsbruck, da gehen die Uhr schneller. Also der Begriff VUCA World ist eigentlich ein Akronym und steht dafür, wie wir sozusagen auf die heutige Welt schauen können. Ja? Was bedeutet denn, in welcher Welt leben wir heute? Wenn Sie rausschauen, ja, der Wahnsinn beginnt vor der Tür eigentlich. Ja? Politisch, ökonomisch, technologisch, eigentlich an allen Ecken und Enden. Und VUCA ist eigentlich eine Abkürzung, also steht für volatile, das heißt, wir leben in einer Welt, die hochvolatil ist, wo wir heute nicht wissen, was in einer Stunde oder in 2 Stunden oder wenn der Trump irgendwie vom Sessel fällt oder irgendwas Neues den Mund aufmacht, sozusagen wieder irgendwas passiert. Ja, sie ist unsicher, uncertain, sie ist komplex, ich glaube, das ist noch das Einfachste, und sie ist ambig. Ja, ambiguous, und ich glaube, das ist das, womit wir heute sehr, sehr stark zu kämpfen haben, wo wir sagen, wir schauen auf ein Phänomen, wir schauen auf etwas, was wir sehen, aber man kann es so betrachten, genauso aus einer anderen Sicht. Und die Frage ist, wie können wir mit dieser Ambiguität umgehen? Ja, und vor allem, und das ist jetzt für uns interessant, wenn es um Innovation geht, da geht es um die Frage, wie können wir in so einer, ich sage mal, aus den Fugen geratenen Welt, wie können wir innovieren? Weil Innovation immer etwas mit der Zukunft zu tun hat. Aber wenn wir nicht wissen, ja, volatil, sie ist unsicher, ambiguous und komplex, wohin geht die ganze Reise? Ja, das heißt, das ist eigentlich das große Problem, vor dem wir stehen. Und deswegen müssen wir sagen, okay, Innovation könnte ein Mittel sein, könnte eine Methode sein, könnte ein Herangehen sein, wie man dem Herr werden kann. Ich möchte Ihnen hier, das ist so die einzige Definition, die ich Ihnen hier geben werde, alles andere sozusagen, dann ist es ein bisschen leichter, aber ich möchte trotzdem mir das ein bisschen genauer zu Gemüte führen. Und zwar eine ganz klassische Definition. Ich lese Ihnen das kurz vor. Ja. Innovation is conceived as a process that includes the generation, development and implementation of new ideas and or behaviors. Da ist schon sehr, sehr viel drinnen. Nämlich, erstens einmal, Innovation ist ein Prozess. Ja. Wir denken oft Innovation im Sinne von, da haben wir dann einen Gegenstand, da ist eine Technologie, manchmal haben wir vielleicht sogar einen Service, das ist sozusagen schon advanced, aber eigentlich geht es um einen Prozess. Ja, und die Frage ist, wie schaut dieser Prozess aus und wie gestaltet sich der? Und zwar, der beinhaltet die Generation, die Generation, das heißt das Generieren neuen Wissens, da geht es um Ideen, da geht es um, wie kommt das Neue in die Welt, aber auch um deren Weiterentwicklung, das ist ganz wichtig,
und letztlich aber auch um die Implementierung. Ja, eine Innovation wird erst dann zu einer Innovation, wenn sie und zwar erfolgreich implementiert ist. Was immer der Erfolg ist, da gibt es ja verschiedenste Erfolgskriterien. Ja, also nur eine Idee zu haben und nur kreativ zu sein, ist noch keine Innovation. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sozusagen, wenn wir hier in diesem bei uns im universitären Kontext oder akademischen Kontext, ja, dass diese erfolgreiche Implementierung oft ein bisschen hintangestellt wird. Und zwar, was wird sozusagen generiert und was wird implementiert? New Ideas, okay, haben wir schon, aber auch Behaviors. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil Behaviors deuten eigentlich darauf hin, worauf wir abzielen. Ja, wir zielen nicht auf die neue Idee und auf das neue Wissen ab, das ist einmal das Mittel. Aber das, was die Finalität ist, also die Causa Finalis, philosophisch gesprochen, das, worauf es abzielt, sind eine Veränderung des Verhaltens oder eine Unterstützung von Verhalten. Das heißt, oder andere Verhaltensmuster, die wir in unseren End-Usern, wer immer die sind, auf irgendeine Art und Weise dort sozusagen ankommen lassen wollen. Ja, das heißt, das hat schon implizit dieser User-Centered, das quasi in diesem einem kurzen Wort Behaviors sozusagen drinnen. Further, innovation is conceived as a means of changing an organization, either as a response to changes in the external environment or as a preemptive action to influence the environment. Es sind drei Aspekte wichtig. Erstens, Innovation verändert eine Organisation. Ja, wir sind hier an einer Universität, ja, die per se innovativ ist, aber Sie werden sehen, das kann man noch ein bisschen weiter treiben. Das heißt, erst wenn sich die Organisation selber transformiert, kann ich wirklich sozusagen radikale oder disruptive Innovationen hervorbringen. Ja, deswegen ist auch sozusagen das, was hier jetzt passiert mit dem MedLife Lab, ja, genau das. Ja, es ist eine Infrastruktur, die geschaffen wird, damit Innovation noch besser möglich wird. Das ist eigentlich der Punkt. Dann wie schaue ich auf Innovation? Ich kann sagen, ja, as a response to changes in external environment, das heißt, ich kann Innovation verstehen als eine Antwort, als etwas sozusagen, eine Reaktion auf etwas, was schon passiert ist. Ja, das heißt, ich bin per se schon in der Vergangenheit. Es passiert etwas und ich reagiere darauf. Ja, und da bin ich in einem Problem-Solving-Setting, oder Mindset. Ja, ich habe ein Problem und das muss gelöst werden. Auch gut und wichtig, aber ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist unserer nicht würdig. Ja, schon, ja. Entschuldigung, ich möchte jetzt niemanden auf die Füße steigen, ja. Aber ich glaube, wir können ein bisschen weitergehen, nämlich im Sinne von, Innovation is conceived as a preemptive action to influence the environment. Das heißt, ich kann auch Innovation dazu nutzen, ein Environment zu schaffen, in dem etwas Neues passieren kann oder in dem etwas Neues passieren wird. Ja, und ich glaube, das ist das, worauf wir in der Forschung, aber auch in dem Innovationsbereich ganz allgemein, das ist sozusagen das, wo wir hinschauen sollten. Okay? Natürlich müssen wir Probleme lösen, das ist gar keine Frage. Ja, aber das wäre sozusagen vielleicht noch einmal die Königsdisziplin. Und dann geht es weiter, Innovation here is broadly defined to encompassing a range of types, Products, Services, Process Technologies und so weiter. Das ist nicht so interessant. Aber ich glaube, diese Punkte, die ich jetzt gesagt habe, das sind die wesentlichen Punkte, die für uns hier eine Rolle spielen. Welche Strategien können wir sozusagen hier zum Einsatz bringen, wenn wir innovieren? Und da, Entschuldigung, ich habe das irgendwie nicht unter Kontrolle hier. Ich habe versucht, das Ihnen sehr abstrakt darzustellen. Ja? Wir sind hier in einem akademischen Environment, das heißt, das, glaube ich, ist kein Problem für uns. Wie kann man dieses Bild hier lesen? Ja, die Zeit verläuft von hier herunten, da nach oben, da ist die Zukunft irgendwo. Und hier, diese gelbe Linie hier, ist quasi Präsenz, ist der momentane Zeitpunkt. Okay? Wie arbeiten wir normalerweise, wenn wir innovieren? Ja, vielleicht nicht Sie als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, aber in Unternehmen. Was sehr, sehr oft passiert, ist, dass ich sage, ich starte hier in Präsenz, also im Moment. Was ich tue, ich schaue zurück. Ja, was ist gut gelaufen? Was sind gute Produkte, Services, wo waren wir erfolgreich und so weiter und so fort. Und das, was ich mache, ich versuche sozusagen aus der Vergangenheit plus ein bisschen Kreativität, die tue ich sozusagen hineinmischen, in die Zukunft extrapolieren. Okay, das ist meistens oder in den meisten Fällen, wie sozusagen im Innovationsbereich gearbeitet wird. Und was dann entsteht, können manchmal interessante Innovationen sein, in den meisten Fällen sind sie nicht.
Ja, da gibt es einige interessante Studien dazu. Ja, manchmal ist eine radikale Innovation, eine erfolgreiche radikale Innovation dabei, aber meistens kommt da nicht wirklich was besonders Spannendes heraus. Ein bisschen mehr sozusagen, Entschuldigung, vielleicht sozusagen, was ist das Muster, da dahinter steht? Ja? Was ist die Idee, das Muster in der Herangehensweise? Die Idee ist folgende, also ich sage, ich habe eine Inspiration, ja, wenn Sie noch mal zurückgehen, ja, ich bin an diesem Punkt hier, habe eine Inspiration, ja, da ist einmal die Frage, wo kommt denn das Neue überhaupt her? Ja, was ist denn was ist die Quelle der Inspiration? Ja, dann habe ich meistens so eine Art Ideation Process, ja, wie im Design Thinking, das kennen Sie für ein paar von Ihnen vielleicht, ja, wo es dann darum geht, irgendwie mit Kreativitätstechniken verschiedenster Art oder ich weiß nicht, Brainstorming, Techniken und so weiter, neue Ideen heraus zu produzieren, die dann meistens ausgewählt werden, in einen Plan münden und der Plan wird dann sozusagen umgesetzt oder realisiert. Ja, und Sie finden genau dieses Muster in den klassischen Innovationstechnologien oder den klassischen Innovationsansätzen. Sei es jetzt Design Thinking, ja, Trend Analysis, whatever, ja, Lateral Thinking und so weiter, da finden Sie eigentlich genau dieses Muster. Die Frage ist, ob das die einzig glücklich machende Weise ist, wie man Innovation betreiben kann. Ich möchte das ganz gerne in Frage stellen und werde dann auch ein paar Argumente dazu liefern. Einen Schritt weiter kann man vielleicht gehen, indem man sagt, okay, ich mache jetzt nicht so einen Single Shot, sondern ich gehe hier in kleinen Schritten voran. Auch wieder, ich beginne hier, schaue zurück, aber ich gehe sozusagen in eine Art Trial-and-Error-Prozess Schritt für Schritt voran. Ja, was ich da bekomme, ist, dass ich in den meisten Fällen so etwas bekomme, was man als inkrementelle Innovation bezeichnet. Ja, Beispiel auch aus dem medizinischen Bereich, aber da gibt es sozusagen die meisten Unternehmen, würde ich sagen, heutzutage arbeiten inkrementell. Und wir, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, glaube ich, haben auch einen starken Hang dazu. Ja, und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie das ausschaut. Die Frage ist jetzt, warum sind so viele Innovationen oder sind so oft Innovationen konservativ und vor allem, warum ist es auch so schwierig zu innovieren? Da gibt es viele Gründe, organisationale, aber es gibt einen sehr grundlegenden Grund, ja, wie ein Grund halt ist, ja, ist grundlegend, nämlich aus den Kognitions- und Neurowissenschaften gibt es eine Theorie, ich meine, das ist vielleicht schon viel mehr, nicht eine Hypothese, aber mittlerweile schon eigentlich ein Paradigma fast, das sich das sogenannte Predictive Mind oder Predictive Coding Hypothesis bezeichnet. Was ist da die Grundidee? Wenn wir uns unser Gehirn anschauen, Entschuldigung, jetzt ein kurzer Exkurs, jetzt weg von der Innovation, aber Sie werden sehen, warum es wichtig ist. Wenn wir unser Gehirn anschauen, was sehen wir? Ja, wenn wir zum Beispiel die visuelle Wahrnehmung uns anschauen. Ja, ich habe hier irgendeinen Ausschnitt aus der Realität, den nehme ich über mein Sinnesorgan, das heißt jetzt visuell oder welches Sinnesorgan auch immer, wahr, habe dann sozusagen meistens ein relativ lineares Processing, meistens, ja, natürlich nicht linear, das ist viel, viel komplexer. Und die Idee ist, dass man sagt, okay, das, was hier draußen in der Welt ist, wird bei uns in unseren Köpfen drinnen gespiegelt. Okay, das heißt, es ist eine Abbildung, die Idee einer Abbildung. Ja, das ist so, ich glaube mal so vielleicht der erste Approach, wie wir darüber nachdenken. Wenn man aber ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, dass es nicht nur hier neuroanatomisch sozusagen Verbindungen vom Sinnesorgan Richtung zum Beispiel visueller Kortex oder sensorischer Kortex gibt, sondern dass es mindestens so viele Verbindungen in der andere Richtung gibt. Und das ist interessant. Warum ist das so? Ja, und das ist ein Hinweis darauf, dass vielleicht unser Gehirn nicht nur eine passive Maschine ist, die die Welt einfach aufnimmt und abbildet und dann die Welt sozusagen da quasi die Welt so wie sie draußen ist, in unseren Köpfen ist, sondern dass es vielleicht sogar viel radikaler ist und umgekehrt ist. Nämlich, dass unser Gehirn etwas ist, was man als eine Prediction Machine bezeichnet. Das heißt, der primäre Modus, wie unsere Kognition, unsere Wahrnehmung funktioniert, ist in der Vorhersage. Ja, nämlich, dass ich sage, ich habe schon Modelle, ich habe schon Bilder, ich habe schon sozusagen ein Weltbild in meinem Kopf und die Hauptaufgabe des Gehirns besteht nicht darin, die Welt irgendwie passiv aufzunehmen, sondern zu testen, ob das, was ich schon weiß, wirklich zutrifft. Das stellt vieles auf den Kopf, ja, was wir über Wahrnehmung, über Kognition, über Denken ganz allgemein eigentlich sozusagen als Vorstellung haben.
Und es scheint so zu sein. Ja, das ist wirklich mittlerweile in den Kognitions- und Neurowissenschaften ein vorherrschendes Paradigma eben. Das heißt Predictive Mind Hypothesis oder Predictive Brain Hypothesis. Da gibt es verschiedene sozusagen andere Ableitungen und andere Formen auch. Aber die Grundidee ist zu sagen, unser Gehirn ist eigentlich ein Projektionstool und nicht ein Rezeptionstool. Und das ist tödlich für unsere Idee von Innovation. Ja, weil das Gehirn versucht primär sozusagen Unsicherheit und sozusagen Surprise zu unterdrücken. Manchmal geht es sogar so weit, dass ich sage, ich mache eine Art Self-Fulfilling Prophecy, dass ich versuche sozusagen mir eine Welt zu schaffen, ja, in der das, was ich in meinem Kopf habe, eher stattfindet, als das, was mir die Welt sagt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Innovation ist oder was der Umgang mit Neuen ist. Das heißt, das Predictive Mind scheint das größte Hindernis zu sein, überhaupt, warum wir innovativ sein können. Und zwar auf einer sehr grundlegenden Basis. Da reden wir noch gar nicht von Technologien und ich weiß nicht was, sondern das ist in unseren Beziehungen, im Alltags. Wie gehen wir um, wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind? Bis hin natürlich zu Innovationen im höchsten technologischen Bereich. Das heißt, wir müssen schauen, was bedeutet das? Und nur ein paar Beispiele. Ja? Wenn wir von Cognitive Biases sprechen, und Sie kennen das, ja, in Ihren eigenen empirischen Studien, in Ihren eigenen Arbeiten, ja, da gibt es 100.000 verschiedene Biases, ja, und die kommen alle genau daher. Ja, und die Frage ist jetzt, was bedeutet das? Was bedeutet das auch für uns, wenn wir Forschung betreiben, ja, wenn wir Innovation betreiben? Ja, ganz abstrakt gesehen passiert Folgendes. Ja, wenn Sie in einem bestimmten Bereich tätig sind, sind Sie meistens in einem bestimmten wissenschaftlichen Paradigma tätig. Oder wenn wir Innovation betreiben, haben wir auch ein bestimmtes Weltbild. Und dieses Weltbild, das ist jetzt hier versucht, sehr, sehr vereinfacht natürlich dargestellt, ist durch letztlich ganz grundlegende Annahmen und Prämissen aufgebaut. Und erzeugt mir letztlich einen Würfel, ja, eine Art Wissenswürfel, wenn Sie das so abstrakt haben wollen. Und was wir tun, wenn wir Forschung betreiben, ist eigentlich in diesen Wissenswürfel sozusagen hier verschiedene Trajektorien auszuprobieren und zu instanzieren. Ja, und was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, das, was wir hier meistens machen, ist, wir optimieren bestehende Strukturen aus. Ja, das heißt, dass den größten Teil unserer Forschung, aber auch der Innovation, und das ist genau das, was dann inkrementelle Innovation ist Optimieren von Bestehenden. Ja, ich versuche, diesen Raum, der mir hier zur Verfügung steht, zu explorieren. Das ist gut und wichtig. Das ist dann dieses Problem Solving, oder wenn Sie das aus der Wissenschaftstheorie, ja, das ist der Thomas Kuhn, der über Scientific Revolution spricht, ja, der nennt das Puzzle Solving. Ja, wir lösen Puzzles. Gut. Die Frage ist, wenn wir wirklich radikal innovieren wollen, radikal neues Wissen in die Welt bringen wollen, dann müssen wir ein bisschen weitergehen. Nämlich zu sagen, wir müssen in gewisser Weise aus diesem Raum hinausgehen und in einen Reflexionsprozess hineingehen und sagen, okay, jetzt verstehe ich meine Forschung, meine Innovation, da gibt es so bestimmte Grundannahmen und die beschränken mir eigentlich meinen Raum, meiner Möglichkeiten, meiner Denk- und Wissensmöglichkeiten, aber auch meiner Handlungsmöglichkeiten. Und das geht nur, wenn ich das reflektiere, entweder individuell oder als Kollektiv. Ja, und was dadurch entsteht, ist aber auch eine gewisse Transparenz. Ja, ich verstehe plötzlich, was sind meine Limitations. Und in einem nächsten Schritt kann ich dann sagen, vielleicht, Entschuldigung, bessere grafische Möglichkeiten habe ich nicht, vielleicht muss ich meine Annahmen hinterfragen, vielleicht muss ich meine Prämissen hinterfragen. Und dann sehe ich, okay, warum glaube ich das? Warum passiert das eigentlich auf dieser Geschichte? Was ist da eigentlich los? Ja, das ist dann das, was auch eben Thomas Kuhn als eine Scientific Revolution bezeichnet. Das heißt, dann geht man, verlässt das Paradigma und schafft letztlich, das ist dann jetzt sozusagen ein neues Paradigma. Sprich, man versucht, neue Prämissen, neue Annahmen anzunehmen und dadurch entsteht ein neuer Wissensraum, ein neuer Handlungsraum, aber auch ein neuer Zukunftsraum. Okay, ein neuer Raum, in dem ich mich ganz anders bewegen kann. Und das ist dann eine wissenschaftliche Revolution oder im Innovation Talk wäre das eine Disruption oder eine radikale Innovation. Okay, und die Frage ist, wie kann ich so etwas betreiben? Wie kann ich das machen? Und hier spielt die Frage der Zukunft auch eine nicht unwesentliche Rolle. Ja, das heißt,
ich kann auch Innovation verstehen, jetzt nicht nur im Sinne von sehr, sehr stark aus der Vergangenheit her, ja, durch dieses Predictive Mind her bestimmt, sondern wie kann ich darüber nachdenken? Ich sage, nein, Innovation kann auch auf der Zukunft her gedacht werden. Wie schaut das aus? Und da möchte ich Ihnen das sozusagen noch einmal verdeutlichen. Ja, hier haben wir diese ersten zwei Strategien und wenn ich da ein bisschen weitergehe und sage, okay, dann kann ich sagen, nein, ich muss nicht notwendigerweise hier starten und sozusagen im Rückblick starten, sondern was ich versuchen kann, ich kann sagen, ich schaue in die Zukunft, ja, und versuche dort das, was man als Potenziale, als Zukunft, also Future Potentials bezeichnet. Also das ist ein Begriff, der eigentlich aus der Philosophie kommt, aus der Metaphysik. Ja, das ist Aristoteles ganz, ganz früh. Aber man kann das auch technisch wenden und sagen, okay, ich versuche zu verstehen, was will hier oder was ist hier am Entstehen. Und da geht es nicht nur um Trends, Trends sind sozusagen schon noch ein Stückchen früher, sondern das ist noch einmal weiter draußen, sagen, was ist, welche Potenziale gibt es hier, wie kann ich verschiedenste Potenziale miteinander kombinieren, bringe die sozusagen in die Gegenwart und innoviere dann in die Zukunft hinein. Ja, das ist ein anderes Mindset, das ist also eine ganz andere Art und Weise, als wie wir normalerweise über ja, ich sage mal Knowledge Creation oder Innovation nachdenken. Es ist eben nicht Prediction. Ja, Prediction ist immer aus der Vergangenheit in die Zukunft und so weiter. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt über Zukunft sprechen? Eigentlich, was bedeutet das, ja, wenn man sagt, aha, wir haben es hier mit der Zukunft zu tun? Erstens einmal, glaube ich, hat das damit zu tun, dass wir sagen, dass wir müssen einfach uns eingestehen, ich glaube, das ist ohnehin, war immer schon klar, aber jetzt in unserer Zeit noch viel mehr, ja, dass wir nicht mehr the Masters of the Universe sind. Ja, trotz aller Technologie, trotz aller, ich weiß nicht, allen Wissens, allen wissenschaftlichen Wissens, wir können sozusagen nicht mehr die volle Kontrolle haben. Wir haben sie nicht, wir haben sie nie gehabt. Ja, aber wenn Sie im Health- oder medizinischen Bereich tätig sind, werden Sie genau damit jeden Tag konfrontiert, denke ich. Ja, und wir auf eine ganz andere Weise. Das Problem ist, dass Zukunft ja, sozusagen by definition ja, eben nicht existiert. Ja, dass ich kann Zukunft nicht sagen, aber sie spielt herein. Ja, im Sinne von, ja, welche Rolle spielt Zukunft? Ja, dass sie ist eine Projektion unserer vergangenen Erfahrungen. Ja. Zukunft ist etwas, was wir vermeiden wollen oder was wir sozusagen schaffen wollen. Ja, Zukunft ist etwas, ja, was sozusagen aus der Philosophie, ja, what's the purpose? Ja, wir haben von Purposeful Innovation gesprochen. Ja. Das heißt, was will hier für ein Zweck entstehen eigentlich? Ja? Und das ist das, was uns anzieht. Ja. Das ist die Zukunft etwas, was uns anzieht. Ja. Das heißt, das, was entstehen wird, was entstehen will. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, glaube ich, gell? Ganz kurz, wie kann ich auf diese Zukunft schauen? Und da ist so ein Modell ein klassisches Modell, das ist das sogenannte Future Cone Model. Ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, nur was die Idee ist, zu sagen, wenn wir wieder hier haben, hier ist sozusagen die Jetztzeit, dann zeigt dieses Modell sozusagen, dass je weiter ich in die Zukunft hineingehe, desto größer wird der Raum der Möglichkeiten. Ja, also der Raum der Potentialities. Und dieser Raum hier ist aber nicht ein homogener Raum, sondern hat bestimmte Qualitäten. Ja, und das heißt, da gibt es the Projected Future, Plausible, the Possible und so weiter Future, aber das, was uns interessiert, ist diese Preferable oder Desirable Future. Und dahin, das ist das, was wir eigentlich wollen. Ja, und das ist die Frage, wie kommen wir am besten dorthin? Und bin gleich fertig, liebe Elisabeth. Darum möchte ich Ihnen sozusagen nur noch einmal 3 ganz kurze Grundprinzipien zeigen, welche Haltungen, aber auch welche Skills da vonnöten sind. Einerseits geht es wieder darum, dass wir wieder zu sehen lernen. Das klingt jetzt vielleicht trivial. Sie sagen, naja, das machen wir den ganzen Tag. Ja, wenn wir ins Mikroskop schauen, wenn wir, ich weiß nicht, irgendwelche Dinge uns genauer anschauen, aber ich glaube, es geht noch einmal darum, sozusagen versuchen, wieder zu lernen, möglichst unvoreingenommen. Nicht schon mit der Hypothese kommend, ja, nicht schon mit fixfertigen Ideen hineingehen, sagen, okay, ich versuche mal zu verstehen, womit habe ich sie denn eigentlich, was ist das, ja, was habe ich da für Strukturen? Ja? Man spricht eben auch von Deep Immersion. Ein zweites Prinzip ist, dass man versucht, daraus oder darüber hinaus ein tiefes Verständnis zu bekommen. Und zwar, da geht es jetzt wiederum nicht darum, ja, ich mache bessere Messgeräte, die dann halt noch genauer messen, die noch besser, ich weiß nicht, auflösen, was auch immer sie wollen, ja, sondern wirklich zu sagen, was ist der Kern, worum geht es denn hier?
Ja, was ist das Wesen von dem, was ich mir eigentlich anschaue? Das heißt wirklich ein interdisziplinäres, holistisches Verständnis von dem Kern, um das es hier geht. Und das dritte Prinzip ist, in Resonanz zu treten mit diesen Zukunftspotenzialen, von denen wir gesprochen haben, und zu verstehen, oder das ist auch ein sehr, teilweise auch manchmal ein intuitiver Prozess, zu verstehen, was will denn da eigentlich entstehen? Was ist hier am Entstehen? Was kommt denn da zum Vorschein und wie kann ich das nutzbar machen für mein Wissen, für meine Innovation? Ich bin gleich fertig. Eine Slide noch. So, zusammengefasst, wenn wir von Innovation sprechen, ist es klar, dass natürlich haben wir immer die technologischen und ich weiß nicht, all diese Aspekte da drinnen, aber eigentlich geht es um Wahrnehmung und um Antizipation. Innovation hat sehr, sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Wie nehmen wir die Welt wahr? Wie können sie anders wahrnehmen? Wie können wir unsere Muster, in denen wir so tief drinnen sind, wie können wir sozusagen die hinter uns lassen, unsere Denk- und Wahrnehmungsmuster? Wie können wir in Resonanz mit diesen Zukunftspotenzialen treten? Wie können wir sozusagen proaktiv Nischen schaffen? Und ich glaube, da sind wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sehr, sehr gefordert. Wie können wir mit der Welt denken? Also in den Kognitionswissenschaften gibt es da diesen sogenannten Extended Cognition Approach, wo ich sage, ich denke nicht nur mit dem Kopf, sondern ich denke mit der Welt gemeinsam und in der Welt, in dem Denken entsteht auch das Neue. Wie können wir in Ökosystemen denken? Wie können wir Innovation enablen und nicht nur managen? Ich glaube, also alle, die Innovationsmanagement machen, glaube ich, da sind wir schon auf dem Sandweg oder auf dem nicht dem guten, interessanten Weg. Und letztlich geht es auch darum, und ich glaube, das ist das, was ihr macht, Umgebungen zu schaffen, in denen eben diese Zukunft entstehen kann. Und ich glaube, das ist was auch das MedLife Lab sozusagen versucht. Im Game sozusagen zusammengefasst die Frage, wie kann ich sozusagen lernen, also wie kann ich lernen aus einer Zukunft, die am Entstehen ist. Das ist eigentlich das Überthema der Geschichte. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und ja. Vielen Dank, Markus. Wir haben sehr viele spannende Einblicke bekommen, und zwar genau auch dahingehend, welches Innovation Mindset wir an der MUI und wir im MedLife Lab fördern wollen, wohin wir gehen wollen. Heute ist ja die Zeit leider sehr begrenzt, deswegen für eine schnelle Frage hätten wir Zeit und ansonsten gerne im Nachgang bei dem Networking-Teil unseres Abends. Es ist nämlich so, dass natürlich deine Ansätze sehr stark in die Tiefe hinein auch gehen und vielleicht beim einen oder anderen noch ein bisschen sickern müssen, um dann in den tieferen Dialog zu gehen, werden wir den heutigen Abend als Videorecording im Nachgang zur Verfügung stellen. Und dann, Markus, glaube ich, werden wir in Zukunft auch noch mit dir einzelne Einheiten planen, wo wir dann gerne wieder alle interessierten Kolleginnen einladen und dort in die Tiefe weitertauchen können. Jetzt aber knüpfen wir an von der Keynote in die Panel-Discussion mit einem Blick in die Praxis. Und zwar in die Praxis hier in Österreich, hier an der Universität. Und da darf ich spannende Gäste aufs Podium hier herüber zu mir bitten, die unterschiedliche Expertisen und unterschiedliche Perspektiven einbringen. Und zwar zuerst einmal darf ich bitten auf die Bühne Birgit Hochenecker-Steurer. Sie hat mehr als 20 Jahre Industrieerfahrung und einen internationalen Wasserkraftfonds aufgebaut, bevor sie zunächst 2020 an der Medizinischen Universität Graz und seit 2024 als Vizerektorin an der MUI ist für Finanzen, Recht und Digitalisierung. Birgit ist eine treibende Kraft zu dem Thema Innovation und Ausgründungen hier bei uns an der Universität und genau um das wird es ja jetzt hier auch gehen bei uns im Panel. Als nächstes, alphabetisch, darf ich Professor Hohlfeld, Johannes Hohlfeld, auf die Bühne bitten. Er ist Herzchirurg, Leiter des Herzchirurgischen Forschungslabors, Co-Founder und CEO des Spin-offs Avens Medical. Dort werden Stoßwellengeräte für die intraoperative Anwendung direkt am Herzen produziert.
Die Herzmuskelregeneration wurde damit erstmals klinische Realität und die entsprechenden Geräte werden auch im Dachraum bereits erfolgreich verkauft. Die Perspektive und Erfahrung von einem bereits gegründeten Spin-off Andamui wird er hier am Podium vertreten. Als nächstes darf ich die Perspektive des Investors auf die Bühne bitten zu uns ins Panel, und zwar Markus Kainz. Markus ist erfahrener Gründer vom Startup CourseTicket und seit 2015 auch von Gateway Ventures. Er ist seit über 10 Jahren als Business Angel aktiv und in über 25 Startups auch privat investiert. Das heißt, er kann uns hier sehr gute Einblicke geben. Gateway Ventures, mit denen wir auch eine Kooperation im MedLife Lab planen, hat in den letzten Jahren über 30 Millionen Euro in 50 Startups investiert und wir freuen uns da auf diese Perspektive heute. Wichtig ist uns auch die Perspektive unserer wichtigen Kooperationspartner und eben der Industrie damit vor den Vorhang zu holen. Philipp Kampers ist Innovationsmanager bei Otto Bock. Er hat zuvor das Studium Maschinenbau und biomedizinische Technik an der TU Wien sowie einen MBA an der WU Wien, Carlson School of Economy in Minneapolis und weitere Ausbildungen absolviert. Er ist Entwickler, Experte für Exoprothetik und darüber hinaus Interimsmanager eines MedTech-Startups in Quebec. Vielen Dank, dass du heute bei uns dabei bist. Wir freuen uns sehr, auch die Perspektive des Ministeriums und insbesondere einer Persönlichkeit hier heute begrüßen zu dürfen, die das Thema Ausgründungen und Spin-offs Innovation an den Universitäten wesentlich vorangetrieben hat. Herr Elmar Pichel leitet seit vielen Jahren die Sektion Universität und Fachhochschulen im Bundesministerium und hat sich eben in den vergangenen Jahren intensiv mit unserem Thema heute Abend beschäftigt. Er hat dafür gesorgt, dass 2024 ein Ausgründungsleitfaden, ein Ausgründungsrahmen in Österreich etabliert worden ist, an dem sich die Universitäten beim Thema Innovation und Ausgründungen orientieren können. Er hat auch wesentliche Akzente in diesem Bereich in die Praxis gesetzt. Vielen Dank. Wichtig ist uns auch, eine Perspektive dabei zu haben von jemandem, der erfolgreicher Forscher, Arzt und Mediziner ist und der als Innovator an der MUI tätig ist, aber noch nicht gegründet hat. Professor Stefan Schneeberger ist Leiter der Universitätsklinik für Viszeral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie, der Gründer und Leiter des Organ Regeneration Centers of Excellence hier in Innsbruck und mit seinem Hintergrund in der Chirurgie, in der Wissenschaft und auch mit dem Executive MBA ist er seit einigen Jahren als Innovator an der MUI hier bei uns aktiv. Er arbeitet intensiv am Ausgründungsprojekt Organ Life, das eben hoffentlich bald eine Spin-off-Gründung der MUI zur Folge hat. Vielen Starten möchte ich die Diskussion mit den unterschiedlichen Perspektiven mit Ihnen, Herr Pichel. Und zwar, es ist Ihrem Engagement zu verdanken, dass es seit dem vergangenen Jahr eben diesen Ausgründungsrahmen an Universitäten gibt. Was hat Sie dazu bewogen, sich in dem Thema zu engagieren und woher nehmen Sie die Motivation und die Zuversicht, dass sich dadurch an den Universitäten bei uns tatsächlich was ändern wird? Danke für die Frage und für den Einstieg hier. Also wie immer im Leben gibt es sowas wie Unterschied zwischen Ursache und Anlass. Also die Ursache, warum ich mich die letzten Jahre eigentlich seit Anfang an, seitdem ich im Wissenschaftsressort tätig bin, mit dem Thema Wissenstransfer und die Rolle von Universitäten in Wertschöpfungsprozessen eigentlich beschäftigt habe, liegt 25 Jahre zurück, ziemlich auf den Tag genau, 24. März 2000, Europäischer Rat in Lissabon, wo die wissensbasierte Ökonomie als zentrale Orientierung für die Entwicklung in Europa und der Europäischen Union definiert worden ist, wo auch damals dieses 3% F&E-Ziel, 2%
Hochschulinvestment, 1% Grundlagenforschung, also all diese Eckpunkte entwickelt worden sind, entlang derer sich eigentlich die gesamte FDI-Politik in Europa und in Österreich in den letzten Jahren entwickelt hat. Österreich war immer und ist immer top gewesen in dieser wissensbasierten Ökonomie, in der Kooperation Wissenschaft, Industrie. Aber das ist eben sozusagen nur ein Teilaspekt. Und wir haben uns, glaube ich, immer sehr schwer getan, diese Wissenschaft KMU, bis hin zum Thema Startup, Spin-offs. Aber auch die Ökonomie hat sich verändert in den letzten 25 Jahren. Das heißt, die Wirtschaft tickt heute anders, hat andere Zusammenhänge und auch die Rolle der Universitäten in diesen Wertschöpfungsprozessen haben sich verändert. Das ist einmal so der große Hintergrund. Und dann war es die Covid-Zeit spätestens, also wir haben schon jahrelang daran gearbeitet im Rahmen des Wissenstransfers der dritten Mission. Die Universitäten müssen mehr hinaus sozusagen Know-how generieren und Gründungsprozesse sind ein Kanal von Know-how-Transfer in die Wirtschaft. Und da saßen wir dann so im Herbst, glaube ich, 2021 muss das gewesen sein. Es waren wieder Leistungsvereinbarungsverhandlungen zwischen dem Ministerium und den Universitäten. Und man beginnt dann halt zum Reden, ja, wie schaut es denn mit dem Ausgründungsvehikel aus an der Uni X? Und gibt es Standards für Gründerinnen und Gründer? Begriffen, ja, wie schaut denn der standardisierte Golden Share aus? Was sind die Eckpunkte? Und Sie werden nicht glauben, mit wie vielen Rektoraten, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehe, wir ein Sprachproblem hatten. Also ein pures Eckpunkte, Terminologie und Sprachproblem, weil wir eben genau entlang dieser Terminologie, die im Kontext von Gründungsgeschehen, Spin-off, Startups und so weiter, aber international üblich waren. Also wenn man die TUM gibt schon länger, also die TU München mit ihrem Unternehmertum und auch andere europäische Vorbilder gibt es. Ja. Und das war dann so der Anlass, wo wir gesagt haben, also wenn wir beim nächsten Mal erfolgreicher über diese Rahmenbedingungen reden können wollen, dann braucht es so etwas wie einen Ausgründungsrahmen, also Standards. Ja. Und da bedanke ich mich wirklich bei allen, die aus der Community mitgewirkt haben, mit Werner Wutscher gemeinsam, der heute auch hier ist, genau diesen Ausgründungsrahmen zu erarbeiten über einige Monate hinweg. Und mittlerweile haben wir das. Das heißt, wenn im österreichischen Universitätssystem oder auch Hochschulsystem über Gründungsgeschehen gesprochen wird, dann ist Standard, um welche Phasen es geht, diese Grafik haben wir heute ja schon mal gesehen, adaptiert, dann weiß man, was ist ein Ausgründungsvehikel, was sind so die Beteiligungsanteile und wir schaffen es vielleicht in Zukunft, dass das wirklich Standard ist und jeder, der irgendwo eine Idee hat, nicht individuell zum Rektorat gehen muss, wenn es dort überhaupt einen Ansprechpartner gibt oder gegeben hat, sondern dass es klar ist. Also ein klarer Rahmen, womit kann man rechnen, wenn ich eine Idee habe und das irgendwo in eine Art Unternehmen, Startup umsetzen können muss. Ja, und sozusagen heute 2025 haben wir diesen Ausgründungsrahmen und haben auch in der letzten Leistungsvereinbarungsperiode das nicht nur als Verhandlungsrunde, nicht nur als Standard auch gesetzt, dass sich die Universitäten daran orientieren, sondern wir wollen eigentlich so als Gesamtzielsetzung ungefähr 90 neue Spin-off-Startups in den nächsten 3 Jahren sehen an den Universitäten. Das sind ungefähr 30% mehr als in der Vorperiode. Ein sehr gut gesetztes Ziel, 30% mehr. Und eben dieser Standard, glaube ich, der wird uns allen an allen Universitäten hier helfen. Die nächste Frage würde ich gerne an den Herrn Professor Schneeberger richten, weil das auch für Sie sind jetzt schon ein bisschen weiter, da hat es diesen Standard noch nicht, diesen einheitlichen gegeben, diesen Ausgründungsrahmen und Sie arbeiten ja an Ihrer Idee. Sie sind gerade an der Medizinischen Universität in der Forschung und in der Lehre tätig und als Arzt und Mediziner natürlich steht die Patientenversorgung auch im Vordergrund. Hinzu kommen dann Ihre Bestrebungen rund um die Third Mission und die Ausgründung. Wie schaffen Sie das alles und dass Sie das unter einen Hut bringen oder schlafen Sie einfach nicht mehr? Danke zuerst einmal für die Einladung und für die Möglichkeit, beitragen zu können. Ich würde es vielleicht von einer anderen Perspektive her aufrollen, nämlich nicht so sehr, wie sich die zwei Aufgaben gegenseitig ausschließen, sondern wie sie sich verzahnen können und wie das eine die zweiten oder die anderen Inhalte befüllen kann. Und ich denke, wir bilden dabei ein Beispiel ab, wie das geschehen kann. Ein Beispiel, bei dem ein Problem aus dem klinischen Alltag aufgegriffen wird und Lösungen danach gesucht werden. Die Lösungen, die können dann im universitären Rahmen geboren werden und auch
schrittweise weiterentwickelt werden. Und dann stellt man fest, es gibt gewisse Grenzen, es gibt einen Rahmen, bis dorthin das Wachstum innerhalb der Universität sehr gut funktioniert. Und wenn eine Idee dann weiter wachsen soll, dann braucht es vielleicht andere Rahmenbedingungen und auch den Bereich außerhalb der Universität. Und so führt das eine zum anderen, mehr als dass sich die Sachen einander ausschließen würden. Das ist die eine Hälfte der Antwort. Die zweite ist natürlich einfach Organisationsmanagement und Zeitmanagement. Und in erster Linie würde ich sagen, das mündet in Teammanagement. Also alles das macht man nicht alleine, weder die klinischen Aufgaben, noch die Laborarbeit, noch die Ausgründung. Alles das fußt auf der Arbeit von ganz vielen Personen. Die alle abzuholen zu einer Idee, ein Stück weit zu begeistern von einer solchen Vision und dann gemeinsam das weiterzuentwickeln, das ist vielleicht der Lösungsansatz zu, sage ich mal, einer vielschichtigen Arbeitsweise. Sie haben das Team angesprochen und dass eben der Teammanagement eine große Rolle spielt. Wie groß ist Ihr Team aktuell, auch dass Sie bei der Ausgründung involvieren wollen? Muss man vielleicht jetzt ein bisschen einfach abstecken. Ja, das Gründungsteam sind im Wesentlichen jetzt 3 Personen, die an dem Kernthema jetzt arbeiten, an der Mechanik, wie man das in Verträge wickelt und damit ausgründet. Das Team im Labor, das die letzten 7 Jahre die Arbeit dazu geleistet hat, ist also mit ca. 7 bis 10 Fixangestellten und dann 20 bis 30, sage ich mal, Begleitern ausgestattet. Das heißt, wir sehen hier sehr schön, dass viele Hände notwendig sind, um in der Forschung einerseits und in der täglichen Arbeit voranzukommen und dann eben auch in Richtung Ausgründung gehen zu können. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir da als Universität die Ressourcen haben, um das unterstützen zu können und ermöglichen zu können. Herr Hohlfeld, Sie haben das ja schon geschafft. Sie haben bereits ausgegründet und da würde ich Sie bitten, wenn Sie da zurückdenken an Ihren Weg, was waren Ihre größten Milestones oder was war vielleicht eine Sache, wo Sie sagen, die hat Sie am weitesten vorangebracht? So, wow, das hat mich nach vorn geworfen. Ja, danke für die Einladung. Da fällt mir wirklich spontan was ein. Man erlebt ja viele Höhen und Tiefen in so einem Gründerleben. Ich möchte jetzt nicht sagen, was überwiegt. Aber es gab tatsächlich einen initialen Punkt, der, glaube ich, ganz relevant ist. Ich habe als Doktorand von Professor Grimm gearbeitet und bin so mit der Technologie in Berührung gekommen und hatte als Student die Freude, an einem großen amerikanischen Herzkongress teilnehmen zu können. Und das war in einer Zeit, wo die wichtigsten Herzgrundlagenforscher der Welt alle an der Herzregeneration mit Stammzellen geforscht haben. Und ich war zu diesem Zeitpunkt schon mitten in meinem Dissertationsthema mit viel Begeisterung dabei und bin da in diesen relevanten Sessions gesessen und habe erkannt, dass die Technologie, an der wir arbeiten, bessere Ergebnisse bringt als das, was international von den Besten ihrer Zunft gerade gefeiert wird. Und das war ein Aha-Erlebnis, das ich auch eigentlich erst rückblickend dann besser einordnen und verstehen konnte. Ich bin dann auch noch sehr lange nicht wissenschaftlich erfolgreich gewesen mit dieser Erkenntnis, weil ich erst lernen musste, die richtigen wissenschaftlichen Nachweismethoden umzusetzen, um unsere Ergebnisse stichfest zu machen. Aber ich habe damals erkannt, dass wir da etwas besonders Wertvolles in der Hand haben, was eine große Sache sein könnte und vieles bewirken könnte. Und mit diesem Gedanken möchte ich eigentlich auf etwas anderes hinaus, was ich meinen Kolleginnen und Kollegen gerne sagen möchte. Ich habe den Eindruck, wenn ich auf meinen Weg oder unseren Weg zurückblicke, dass es nicht so linear ist, wie es manchmal immer dargestellt wird. Ja, Innovation ist ja kein Selbstzweck, ja, und Ausgründung ist auch kein Selbstzweck, sondern weil das führt immer zu dem Gedanken, der immer wieder aufpoppt, wenn man sagt, man möchte Innovation an der Universität fördern, der immer wieder aufpoppt, dass man Wissenschaft betreibt, solange bis etwas so weit ausgereift ist, dass man sagt, so und jetzt können wir daraus ein Produkt machen, jetzt können wir es gründen. Aber ich habe den Eindruck, der Gedanke entsteht sehr, sehr viel früher,
nämlich in dem Moment, wo man sich in den Kopf setzt, eine große Vision in den Kopf setzt und eigentlich in den Kopf setzt, die Welt verändern zu wollen. Ja? Wenn man erkennt, da ist jetzt etwas, das kann alles verändern. Herzregeneration war im klinischen Alltag nicht möglich und ich habe mir dann in den Kopf gesetzt und gesagt, das setzen wir jetzt um. Und daraus entsteht der Weg, der nämlich ein anderer ist als sozusagen der nur wissenschaftliche Erkenntnis generiert. Ja. Weil man kann in den Grundlagenwissenschaften, viele hier wissen das, kann man sich auch wahnsinnig verlieren. Nicht? Man kann ja molekulare Mechanismen jahrzehntelang immer noch weiter ins Detail nachweisen. Ja? Oder man biegt irgendwann ab und sagt, ich möchte mir jetzt mal anschauen, wenn ich weiß, da kann etwas wirken, wie könnte ich das dorthin bringen, ja, über welche Trägersubstanz, ja, wie kann das aufgenommen werden, wie müsste das produziert werden, und es ist ein völlig anderes Denken. Das schließt dann den rein wissenschaftlichen Weg parallel dazu nicht aus. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man, wenn man Innovationen fördern möchte, wie soll man sagen, den Wunsch, die Welt zu verändern, eigentlich erwecken muss in denjenigen, die Wissenschaft betreiben. Und der ist bei uns oder bei vielen wahrscheinlich zu wenig vorhanden, weil Wissenschaft zu stark zum Beispiel publikationsfokussiert ist. Ja? Ich hätte ein zigfaches publizieren können im Laufe meiner Zeit, wenn ich nicht diesen extremen Willen gehabt hätte, das in die Praxis umsetzen zu wollen. Ja. Das ist vielleicht eine erste kurze Antwort. Herr Schneeberger, Sie haben da geschmunzelt und genickt. Ja, er hat jetzt sehr viele Wahrheiten, denke ich, sehr gut runtergebrochen. Gell? Und ich kann vieles nur nachempfinden. Ich bin also sozusagen in der Lehrlingsphase gegenüber dem Johannes. Aber ich denke, diese Größe des Denkens ist ein ganz wichtiger Fakt. Am Anfang die möglichen Ziele erkennen zu können und vielleicht sich zu trauen, da nach vorne zu denken und dann diese Idee zu realisieren und ein paar andere Sachen nicht zu machen. Ich glaube, die zweite Seite von dem ist, was mache ich alles nicht? Nicht nur, wofür entscheide ich mich, sondern ich muss auf ein paar Sachen vielleicht deswegen verzichten. Aber solange ich irgendwie das Ziel vor Augen habe und die Leute dafür eben mitnehmen und begeistern kann, dann glaube ich, dass aus den verschiedensten Winkeln dieser Erde die Möglichkeiten gegeben sind, was zu erreichen. Und die Realität ist, wir sind jetzt nicht mitten in New York oder in Boston, nicht in einem Hub, der sozusagen schon sehr gut ausgestattet ist, aber ich glaube, diese Beispiele zeigen, dass es von überall her geht, dass es vor allem auch mit den Unterstützungs- und Rahmenbedingungen, die die Universität jetzt schafft, mit dem MedLife Lab geht. Und wir sind da im Moment ganz früh auf dieser Strecke, aber erkennen die Möglichkeiten und sind sehr froh um das, was da heranwächst. Vielen Dank gleich mal für diese auch persönlichen Einblicke und diese Erfahrungen, die Sie da geteilt haben. Und diesen Punkt möchte ich gerne aufgreifen und mich an Sie und an euch, liebe Kolleginnen im Publikum, wenden. Wir haben hier ein großartiges Panel. Wir haben auch Mikrofone für das Publikum. Ich würde Sie bitten, dass Sie gleich so ein bisschen mitdenken, welche Antworten würden Sie gern hören und was möchten Sie die Personen hier im Panel fragen? Ein bisschen Zeit zum Nachdenken ist noch, weil ich habe natürlich 1, 2 Fragen selbst noch vorbereitet. Und nach der ersten Runde werden wir mal die Möglichkeit an Sie und an euch richten. Herr Kampas, Sie beschäftigen sich täglich mit Innovation in einem bekannten und spannenden MedTech-Unternehmen bei Otto Bock. Wir haben jetzt die Perspektive der Spin-off oder potenziellen Spin-off-Gründer und der Wissenschaftler schon gehört, ein bisschen den Rahmen an den Universitäten. Was ist für Sie Innovation oder Innovationserfolg aus Sicht der Industrie und wie funktioniert das bei Ihnen? Wo sehen Sie den Unterschied? Danke für die Einladung. Wie Markus Peschel das schon gesagt hat, Innovation ist es für uns dann, wenn ein Produkt am Markt einen Impact erzeugt, wie auch immer man den dann misst. Und also es ist nicht nur die Idee, sondern das muss halt die Welt verändern in einem gewissen Rahmen.
Und ja. Wie kann ich mir das vorstellen jetzt? Bei Ihnen im Industrieunternehmen sprießen da die Ideen, die Kreativität, sprießt es aus den Köpfen der Kolleginnen heraus und wenn dann am Abend die Tür zugesperrt wird, sind da einige Innovationen herausgepurzelt oder ist es da ganz anders in der Industrie? Wie wird da an Innovation gearbeitet? Also wir haben viele interne Kollegen, die sehr gute Ideen haben und wir arbeiten auch sehr viel mit externen Partnern zusammen, Universitäten, Erfindern. Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, also die Innovationen entstehen ja nicht, also das ist ja nicht so, dass da ein Funken ist und dann ist es da, sondern meistens passiert es in einem gegenseitigen Befruchtungsumfeld, wo man sich mit einem Thema oft sehr lange beschäftigt. Ja. Also dieser Mythos des Newtonschen oder Apfels, der auf den Kopf fällt, ja, und dann plötzlich ist die Innovation da. Bei der Geschichte wird nie erzählt, dass der Newton sich zu dem Zeitpunkt schon zig Jahre mit Physik beschäftigt hat. Ja. Also das ist, dieser Begriff des Ökosystems wird heutzutage sehr gern verwendet und ich finde, der ist auch ein sehr passender Begriff, ja, weil das ist ein Zusammenspiel zwischen Menschen mit Ideen, Menschen mit Bedürfnissen, Menschen, die das anwenden müssen dann, wo das dann entstehen kann. Und da muss man zuhören, da muss man offen sein und interagieren. Und wie bewerten Sie dann diese Neuentwicklungen? Also, und wie geht dann die Reise auch weiter? Also wenn es jetzt nur man ist natürlich immer wieder an Punkten, wo man entscheiden muss, möchte man mit etwas weitermachen oder muss man sich für was anderes entscheiden, wie Stefan gerade gesagt hat. Wir bewerten das da recht klassisch nach diesen klassischen Desirability, Viability, Feasibility. Also gibt es jemanden, der das möchte, funktioniert oder gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert und wird man das auch im Endeffekt in einer wirtschaftlich lebensfähigen Art und Weise auf den Markt bringen können. Und ja, also ich fand es heute bei Markus auch sehr interessant, das Thema Behavioral Change. Ja, man denkt an Desirability, denkt man im ersten Rahmen immer, denke ich mal so, gibt es Leute, die das brauchen können? Ein wichtiger Faktor, um ein Produkt am Markt erfolgreich zu machen, ist, dass Leute auch ihre Gewohnheiten verändern müssen, um so ein neues Produkt dann anzuwenden. Es wird oft nicht bedacht, was für eine Hürde das noch ist. Also Semmelweis, wie lange hat es gebraucht? Er ist draufgekommen mit der Infektionen und ich glaube, es hat 50 bis 60 Jahre gedauert, bis das klinische Praxis geworden ist, was da entdeckt worden ist auf der ganzen Welt. Ja, Sie haben das jetzt auch noch einmal aufgegriffen von der Keynote, dieser User- oder Customer-Centric Approach, dieses Need-Driven Innovieren, das Sie in der Industrie machen. Wo sehen Sie da die wesentlichen Unterschiede auch zur Innovation von der Universität? Oder wie geht es Ihnen, wenn Sie mit Universitäten zusammenarbeiten? Also prinzipiell gut, würde ich sagen. Mein Kollege hat gemeint, ja, das ist eher eine Ehe als eine Affäre, wenn man mit einer Universität zusammenarbeitet. Also es geht meistens um eine längerfristige Beziehung, die man da aufbaut und so eine Beziehung hält besonders gut, wenn man von vornherein die Erwartungshaltungen gut abgesteckt hat, was da rauskommen soll. Ja. Also da gibt es natürlich manchmal auch widersprüchliche Ziele. Also ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin möchte publizieren, ein Unternehmen möchte das vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht. Ja, das ist wichtig, da eine gemeinsame Basis zu finden und in meiner Erfahrung, was ich so beobachte, sind das wirklich, das geht meistens über eine transaktionelle Beziehung hinaus. Ja. Das ist eine Vertrauensbasis, die im Endeffekt wichtig ist, weil so eine Reise von einer Idee zu einem Produkt viele
Hacken auch hat und viele Wendungen hat. Und wenn man da, also man kann, glaube ich, gar nicht am Anfang einen Vertrag so schreiben, dass man das alles behirnt. Ja, also man muss eine Vertrauensbasis haben und auch dann auch die Flexibilität zu haben, um im Endeffekt das zu machen, was für die Anwenderin das Wichtigere ist und nicht vielleicht das, was jetzt vertraglich oder finanziell für einen Erfinder jetzt vielleicht das Richtigere wäre. Ja. Unter anderem hast du eben diese unterschiedlichen Ziele angesprochen und auch, dass eine Vertrauensbasis sehr wichtig ist. Diese Vertrauensbasis ist auch sehr wichtig im Verhältnis zwischen Startup, Spin-off und dem Investor oder Investorin. Markus, du hast vor Gateway Ventures selbst ein Startup gegründet und warst auch auf Fremdkapital angewiesen. Du hast also jetzt quasi auf die andere Seite gewechselt und bist jetzt Investor. Was weißt du jetzt als Investor, das du als Gründer gerne schon gewusst hättest? Da gibt es viele Gründe oder gibt es viele Themen, die ich ansprechen kann. Ich glaube, prinzipiell mein größtes Learning als Gründer im Nachhinein war wirklich zu schauen, mit wem geht man gemeinsam ins Team. Wir haben es vorhin schon gehört, es braucht den Visionär, der auch sich überlegt, warum tue ich das Ganze, warum stehe ich jeden Morgen auf. Es braucht aber auch im Hintergrund die Leute, die die Arbeit abwickeln und auch die Expertise mitbringen zu den diversen fachlichen Themen. Und da diese Teamzusammenstellung am Anfang schon in den Vordergrund zu rücken, das ist etwas, was ich mir mehr beherzigt hätten sollen. Also bei uns war es so, wir hatten 4 Gründer, davon waren 2, 3, die wirklich viel gearbeitet haben und was eingebracht haben. Und es gab dann einen Trittbrettfahrer, einen 4., wo wir im Nachhinein Probleme hatten, diese Person dann auch rauszubekommen. Also mein Tipp ist wirklich am Anfang zu schauen, dass man das Team gut aufbaut und am Anfang die richtigen Sachen zu machen. Es gibt ja auch das Buch Why Startups Fail. Da hat auch ein Wissenschaftler sehr strukturiert mal analysiert, warum scheitern Startups, was ist wirklich das Thema. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das wichtigste Thema ist zu sagen, am Anfang muss man genau wissen, was man tut. Alle Fehler, die man am Anfang macht, werden später zu einem Problem. Und ich glaube deswegen viel informieren, viel auch sprechen, auch sich Zeit lassen, den richtigen Gründer und Co-Gründer zu finden, das ist eigentlich das Essentielle, um ein Team erfolgreich zu machen. Und ich glaube, wenn man das mal hat, dann wird mir auch jeder andere Business Angel oder Investor recht geben, dann hat man schon mal eine gute Basis gesetzt, durch diese Hürden zu gehen, durch diese Up and Downs zu gehen, die es einfach braucht. Ja. Diese Up and Downs oder vielleicht anders, die Hürden sind im Bereich Medizin und Life Science noch einmal größer und noch ein bisschen anders durch die langen Entwicklungszeiten, durch die Regulatorik, die es hier einfach zu beachten gibt. Hier kommt natürlich auch die Finanzierungskomponente ins Spiel und die Frage, wo kann wann Privatkapital zur Verfügung gestellt werden. Würdest du so risikoreiche Vorhaben in MedTech und Life Science finanzieren und was würde es dazu brauchen, um dich als Investor noch mehr von einem Vorhaben zu überzeugen? Ja, also ich persönlich bin eher der Investor, der schon sehr auf den Proof of Market setzt. Das heißt, ich will schon sehen, dass das Produkt am Markt irgendwie angenommen wird oder zumindest ein Letter of Intent da ist, dass man weiß, aha, das ist etwas, das der Markt auch braucht. Das heißt, ich bin wahrscheinlich eher dann erst der richtige Investor, wenn schon ein bisschen mehr Sicherheit da ist, ich persönlich, dass das Produkt auch angenommen wird. Es gibt aber, und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, es gibt auch ganz viele Investoren, die wollen sehr frühphasig rein, die kommen auch teilweise selber aus der Forschung, haben vielleicht selber erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut. Das sind die besten Frühphasen-Investoren. Also wenn du mal dein Unternehmen verkaufst oder auch nicht, aber sehr erfolgreich bist, je nachdem, was du vorhast, dann bist du eigentlich der ideale Investor für ein Startup, das jetzt 7 Jahre rückwirkend genau da bist, wo du warst und man kann den ganzen Weg mitbegleiten. Also diese Menschen gibt es und ich glaube, die gehören auch gefördert, mehr jüngere Investoren noch zu motivieren, in Startups zu investieren, die selber Unternehmerinnen waren und da den Beitrag leisten. Das heißt, pro Phase, pro Lebenszyklus des Startups finde ich da eigentlich passende Investoren. Ich glaube, die Challenge, die wir alle gemeinsam haben, ist, diese Datenbank an Investoren auch strukturiert aufzuarbeiten, ein Netzwerk zu bauen, das über die Dunstkreise hinausgeht, der einzelnen Uni, des einzelnen Standortes, sondern wirklich europäisch denken. Das ist das, was wir bei Gateway Ventures gerade probieren. Wir versuchen die Netzwerke, Unis, Business Angel Netzwerke, Inkubatoren
miteinander zu verbinden, um wirklich zu sagen, wo kann man Erfahrungsaustausch machen, wo kann man sich gegenseitig Gründerteams hin und her schanzen und ganz wichtig, wo ist genau dieser richtige Investor oder diese Investorin, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Und ich habe schon so viele erfolgreiche Geschichten gehört von Investoren, die viel erfolgreicher sind als ich und auch sehr viel mehr Wissen haben als ich und die sagen alle, mit der richtigen Person an deiner Seite, einem richtigen Investor, das macht einfach den Unterschied aus. Ja? Also kennt vielleicht den Hansi Hansmann in Österreich, auf den sind wir sehr stolz. Das ist wirklich ein ganz erfolgreicher, besonderer Business Angel. Wenn man sich die Erfolgsgeschichte anhört von MySugar, da ging es ja darum, am Ende des Tages auch einen erfolgreichen Exit hinzubekommen an Roche, dann ohne den Hansi Hansmann wäre die Firma wahrscheinlich pleite gegangen. Also er hat erzählt, wer immer wieder Geld reingesteckt hat, unterstützt hat bei dem M&A-Prozess und da sieht man die Qualität des richtigen Investors. Deswegen, ja. Du hast auch vorhin angesprochen, eben, dass nicht nur die richtige Investorin wichtig ist, sondern auch eben eine Art von Know-how hier gegeben sein muss oder eine Erfahrung, um auch das Risiko leichter einzugehen. Genau auch hier setzen wir an im MedLife Lab, wo wir sagen, wir möchten frühzeitig Vertrauen aufbauen mit den Investorinnen und es ist uns gleichzeitig aber auch wichtig, Personen anzusprechen, die als potenzielle Co-Founderinnen vielleicht auch einmal in Frage kommen, die bereits Industrieerfahrung haben und die eben ein Know-how in dem speziellen Bereich haben, weil einfach MedTech und Life Science besondere Anforderungen hat und nicht mit einer App-Programmierung da beispielsweise vergleichbar sind. Birgit, ich würde gern zu dir kommen, weil du eben genau in diesem Bereich Medizin und Life Science oder bei uns hier an der MUI eine treibende Kraft bist. Ich würde die Frage aber gerne ein bisschen größer aufziehen zu Beginn. Was ist denn deine Vision für ein universitäres Innovationsökosystem in Österreich? Boah, ja, das ist wirklich groß, weil in ganz Österreich und Innovationsökosystem. Vielleicht einmal ganz kurz das reinholend, was jetzt gesagt worden ist. Ja. Also ich glaube, das, was wir für so ein Ökosystem brauchen, und das hat der Markus Peschel vorher auch ausgeführt, ist, dass enabled wird, dass wir den Rahmen geben, die Zeit geben, die Möglichkeit geben, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unterschiedlichen Themen arbeiten können und dass es eine Wirksamkeitsperspektive gibt, die hier bis zu einem gewissen Grad sich etablieren kann. Ich glaube auch, dass das Ökosystem darum, und wenn wir den Begriff ein bisschen oder uns dieses Ökosystem ein bisschen vor Augen holen, dann ist es einfach so, dass es ein komplexes System ist, das viele verschiedene Teilnehmer und Teilhaber braucht, die alle zum richtigen Zeitpunkt unterstützen können. Und vielleicht noch ein Punkt, warum es so wichtig ist, dass die Unis da eine zentrale Rolle spielen. Wir haben vorher gehört, dass es relativ schwierig ist, sozusagen den richtigen Sweet Spot zu finden für unterschiedliche Investoren und wie lange diese Bebrütungsphase praktisch braucht, damit überhaupt einmal speziell in unserer Branche Medizin und Life Sciences etwas an die Oberfläche kommt, was dieses Potenzial einer Gründung oder einer Innovation, die am Markt reüssieren kann, überhaupt hat. Und ich glaube, hier einmal zu erkennen, hinzuschauen, den Rahmen zu bieten, da braucht es wirklich viele verschiedene Perspektiven. Und ich finde es auch interessant, wie wir hier jetzt sitzen. Wir haben mehrere Gründer, wir haben die Perspektive aus der Industrie, wir haben die Perspektive aus der Finanzierungsseite und vor allem auch die ministerielle Sichtweise. Und ich glaube, wenn wir, und das ist das Einende, alle an dem Thema Innovation an Universitäten im akademischen Rahmen sozusagen verbunden sind, so bringen wir trotzdem komplett unterschiedliche Sichtweisen mit. Und ich glaube, in der Kombination kann man besonders wirkungsvoll zusammenarbeiten. Und vielleicht noch ein Gedankengang zum Thema Ökosystem. Wir haben hier begonnen in Innsbruck, das mal wieder zu aktivieren oder auch für unsere Zwecke zu aktivieren, was hier über viele Jahre schon entstanden ist. Als ich hierher gekommen bin, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich gesehen, es gibt wirklich ein vitales Ökosystem. Es gibt unterschiedliche, ob das jetzt Universitäten sind, ob das Fachhochschulen sind, ob das unterschiedliche Landesorganisationen sind, die hier unterstützen. Es gibt auch ein Ökosystem an unterschiedlichen Finanziers sozusagen.
Und das, was aber trotzdem noch einmal geholfen hat, jetzt auch das Thema Medizin und Life Sciences auf die Agenda, glaube ich, zu bringen, war genau dieser Ausgründungsrahmen, war auch die Initiative, die die AWS dann gesetzt hat mit der Spin-off-Initiative. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, auch wieder eine gewisse Dynamik für uns vermittelt. Und jetzt sehen wir, dass wenn wir arbeiten innerhalb des Ökosystems, dass es auch wichtig ist, den Raum zu halten, den Rahmen zu halten und dass es weit über das Veranstaltungs- und Education-Format hinausgeht, sondern dass man wirklich ganz konkret zusammenarbeiten muss an einzelnen Gründungsinitiativen. Und hier aber auch den Faden halten muss, damit man am Ende des Tages reüssieren kann. Und ich glaube, Universitäten können lang dieses Bebrüten, von dem ich gerade gesprochen habe, tragen, Infrastruktur zur Verfügung stellen, Know-how zur Verfügung stellen, aber natürlich auch genau mit dieser professionellen Vorgehensweise, wie es jetzt das MedLife Lab hier tut, gemeinsam mit dem Ökosystem, die richtigen Personen, die richtige Sicht sozusagen noch einmal einzubringen, dass die Wahrscheinlichkeit, diesen steinigen Weg durchzuhalten, die richtigen Kontakte zum richtigen Zeitpunkt herzustellen, dass diese Wahrscheinlichkeit weit höher ist, als wenn man das nicht hat. Und ich glaube, Österreich ist wirklich gut beraten, und wenn man jetzt von der Vision spricht, Österreich ist wirklich gut beraten, nicht nur von Innovation zu reden, sondern genau diese Keime gut zu unterstützen, frühzeitig durch Rahmen geben und Raum halten zu enablen. Und ich glaube, das Ministerium hat viel dafür getan, muss man sagen, auch in der letzten Leistungsvereinbarung. Nicht nur, dass wir die Sprache jetzt sprechen können, sondern ich glaube, es ist uns allen wirklich hineingeschrieben worden in die Leistungsvereinbarungen, und das war gut so. Bei aller Autonomie der Universitäten der Text, wie wir das am besten machen können. Und ich glaube, hier ist viel entstanden, worauf man aufbauen kann, und ich glaube, das ist gut so, wenn wir auch in diesem diversen Rahmen weiterarbeiten, und das macht ja Ökosystem aus. Ich kann mich nur anschließen, und es ist eine sehr schöne Vision, die hier auch gezeichnet wird, und es sind viele wichtige Punkte angesprochen worden. Wenn wir jetzt denken an diese Umsetzung innerhalb der Universität, da gibt es ja auch verschiedene Hürden und Herausforderungen, und Herr Bichl, Sie haben 2021 bereits gesagt bei der Spin-off Austria Conference, Kultur ist schwieriger als KPIs zu etablieren für die Transformation der Universitäten. Warum sind Sie dieser Meinung, und wo stehen wir da heute? Oder was müssen wir Ihrer Meinung nach an der Uni tun? Ja, ich denke, wir stehen heute schon viel weiter und haben eigentlich quasi allein mit dieser Veranstaltung heute, mit den Entwicklungen an der Medizinuniversität Innsbruck oder überhaupt am Standort Innsbruck, der Beweis, dass da einiges passiert ist und gewisse sozusagen wünschenswerte Szenarien schon realisiert worden sind. Aber ich kann auch zurückdenken, und es gab so 2005, 2006 herum ein vom damaligen Forschungsrat ins Leben gerufene Projekt, das hieß Uninvent. Das war halt eine Förderschiene, die versucht hat, irgendwie Erfinder- und Erfinderinnentum an Universitäten irgendwie sozusagen zu unterstützen. Patente, Lizenzen, was auch immer. Ja. Es gab auch viele Folgeinitiativen in den Jahren danach. Aber was war der Fehler? Da wurde immer versucht, etwas außen an die Universität anzulagern. Und solange man nur von außen etwas an die Universität versucht anzulagern, ist es nicht dauerhaft. Ich strapaziere jetzt nicht den Begriff nachhaltig, dauerhaft. Und da ist dann irgendwo die internationale Diskussion, aber auch die österreichische Diskussion draufgekommen. Also wenn wir, und das brauchen wir, Universitäten in mehr Funktionalitäten und Missionen als nur Lehre, Forschung und vielleicht ein bisschen lebenslanges Lernen, sondern wir brauchen die Universitäten als Kernakteure auch in einer wissensbasierten Ökonomie, in Wertschöpfungsprozessen, dann muss das mit einer Genschere in die DNA hineinkommen. Ja? So, also das heißt, ich muss das Thema hineinbringen in das Innerste. Das heißt, und das ist ein langer Prozess, weil wir natürlich bei so Organisationen wie Universitäten keine Genschere haben, die hier funktionieren kann. Und deshalb ist es ein Culture Change. Jetzt kann ich hier sozusagen von einer Formel sprechen und sagen, wir brauchen Management Awareness. Die muss auch sozusagen dann in Strategien ausgedrückt sein, Strategiedokumenten. Ich brauche Structure, ich brauche irgendwelche Organisationsstrukturen, ich brauche Staffing und Resourcing. Und
So, also das ist ganz simpel, klingt nach Management-Sprech. Aber das heißt, für das reale Leben an der Universität heißt es für mich, ich brauche 1 oder 2 Personen im Universitätsrat, ganz oben beginnend, die quasi im Aufsichts- und Strategiegremium sich mit dem Thema beschäftigen. Muss man bei den Besetzungen drauf schauen. Zweitens, ich brauche im Rektorat eine Person, die als auch Ausdruck der universitären Strategie und letztendlich auch wiederum der Strategie des Universitätsrats sagt, die eine Person ist verantwortlich für alles, was rund um Thema Start-up, Spin-offs, Gründungsgeschehen, Wissenstransfer, Wertschöpfungsrolle der Universität an der Universität verantwortlich ist. Die Person braucht irgendwo Ressourcen, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, man braucht ein Ressourcen, Service Center, wie auch immer man es nennt. Ja? Und das ist nicht nur eine Ebene von Assistenz und Zuarbeit, das ist High-Profile Management, wo Senior Manager letztendlich tätig wären, die idealerweise die Welten von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft kennen. Also das ist jetzt nichts, was man so nebenbei macht. Dann braucht es vielleicht idealerweise auch noch, egal ob das jetzt eine Med-Uni ist oder nicht, die ein oder andere Professur für Entrepreneurship, damit irgendwo so dieses Biotop auch sich entfalten kann, jenseits der konkreten Förderung von Gründungsgeschehen. Und das könnte ich dann weiter deklinieren. Und ich glaube, auf diesem Weg sind wir jetzt. Ja. Auf diesem Weg sind wir ganz unterschiedlich. Manche Universitäten sind da weiter voran, wo ich sage, ist auch wenig überraschend, wenn technische Universitäten da ein bisschen weiter sind, mittlerweile auch die Medizinuniversitäten, um hier in diese Transformation von dem, was Universität ist, auch tatsächlich sozusagen Standards zu erreichen, um die es geht. Genau in diese Richtung gehen wir ja auch mit dem MedLife Lab oder hier an der MUI. Das MedLife Lab wurde als Innovation Hub der Universität gegründet und gleichzeitig als GmbH. Birgit, warum wurde die Gesellschaftsform einer GmbH gewählt und warum ist das auch wichtig für uns? Ich werde jetzt keine steuerrechtlichen Gründe anführen und sonstige rechtliche Gründe, aber wir haben das heute auch schon gehört. Die Struktur braucht Vertrauen. Sobald man in Richtung Wirtschaft sozusagen geht, ist eine der wichtigsten Währungen, dass wir vertrauen können darauf, dass das, was wir heute ausmachen, morgen, übermorgen und auch mit einem veränderten Rektorat, einem veränderten Unirat, einem veränderten Senat noch hält. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, eine Governance aufzusetzen, die transparent ist, die nach außen wie nach innen hin wirksam ist. Wir haben darum die GmbH gewählt, weil sie auf der einen Seite über das GmbH-Gesetz geschützt ist, auf der anderen Seite genug Mechanismen beinhaltet, die jeden Investor, jeden, der ausgründet, schützt. Und darüber hinaus haben wir uns noch was anderes überlegt, und das haben wir jetzt auch gehört, es gibt einen langen Weg, gerade in dem Feld Medizin und Life Sciences, bis man am Ende des Tages ausgründet. Und selbst wenn man das tut, brauchen diese jungen Unternehmen noch sehr viel Support. Support aus der Infrastruktur, Support natürlich über den Namen der Universität, über die Zugänge und Kanäle. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge und auch in der Connectivity zu anderen Bereichen, Modellökosysteme, über das wir vorher gesprochen haben. Und darum haben wir uns überlegt, der beste Weg, möglichst lange dieses Potenzial nutzbar zu machen, möglichst lange auch die Inkubationsphase gut zu unterstützen, ist, dass wir natürlich nicht nur Energien und Ressourcen zuwenden, dem zu gründenden Unternehmen, sondern auch idealerweise am Ende des Tages vom Erfolg partizipieren. Und darum sehen wir auch diese Gründungen als gemeinsame Assets. Und Assets ist gleich werthaltig, brauchen viel Unterstützung auf dem Weg und da wollen wir mitarbeiten. Und das glauben wir, dass wir tatsächlich am besten in Form einer GmbH tun können. Und vielleicht noch ein Aspekt. Wir sind unternehmerisch tätig in diesem Zusammenhang. Vorher haben wir gesprochen über die unterschiedliche Sprache, über das unterschiedliche Mindset und Verständnis. Wir müssen als Universitäten auch unternehmerisch agieren können. Schnell, hochprofessionell. Nicht, dass die Universität das nicht könnte mit ihrer Verwaltung, aber es ist eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, das zu moderieren, das gut in die Wege zu leiten, die richtigen Kanäle zu kennen,
hochprofessionell in allen Ebenen agieren zu können, aber mit der Kenntnis, wie funktioniert es im unternehmerischen Kontext, das ist uns wichtig und darum haben wir uns entschieden, eine GmbH zu gründen, die sich, wie gesagt, auch beteiligen kann. Was soll ich dazu sagen? Genau, das ist mit eine Motivation und mit ein Grund, warum ich und auch der Martin Elmerer hierher gekommen sind nach Innsbruck, weil wir genau solche Initiativen unterstützen, weil wir den Ansatz der MUI als sehr gut oder als den richtigen Weg auch empfinden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade für Universitäten, sei es jetzt in der Spin-off-Gründung, in der Zusammenarbeit mit der Industrie, mit den Investorinnen, dass wir schnell und marktkonform handeln können. Dass wir Standards haben, an denen wir uns orientieren können, einerseits den Ausgründungsleitfaden und andererseits natürlich auch standardisierte Dokumente, die wir gemeinsam vorbereiten, erstellen, dass es ein transparenter Begleitungs- und Unterstützungsprozess ist, eben um diese Assets tatsächlich auch hebeln zu können. Und jetzt haben wir viel gehört über das, was alles für Bestrebungen gibt und was wir alles machen seitens Ministerium, Universität, welche Unterstützung es da gibt. Herr Hohlfeld, Sie haben ja vorher schon gegründet und haben da natürlich die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Und es gibt natürlich auch Herausforderungen. Nicht nur, dass wir alle da unterstützen wollen, sondern Sie hatten ja auch einige Hürden und Challenges in diesem Prozess. Was war es, wo Sie einmal gedacht haben, jetzt reicht's, jetzt mag ich nicht mehr, und warum haben Sie aber dann doch wieder weitergemacht? Naja, im Vordergrund war immer die große Vision, etwas umsetzen zu wollen im Sinn von eine neue Therapie zu den Patienten bringen zu wollen. Nicht? Also das, was wir in der Medizin Translation oder eben translationale Forschung nennen. Wenn man nicht so ein großes Ziel vor Augen hat, dann gibt es schon einige Hürden, an denen man noch scheitern kann oder wo man irgendwann einmal den Hut drauf haut. Aber das ist gar nicht so wichtig, die zu nennen, weil all diese Hürden und Herausforderungen sind Dinge, wenn man geradlinig seiner Vision folgt, an denen man lernt. Ja, die einen eigentlich weiterbringen und immer noch besser für die nächste Stufe machen. Und ich muss dazu sagen, ich bin der Meinung, dass Universitäten ein ideales Umfeld für so etwas sind. Also ich kann natürlich nur aus meiner subjektiven Erfahrung sprechen, aber ich habe obwohl es diese Initiative noch nicht gab und obwohl es vielleicht diese Strukturen noch nicht in dieser Form gab, mit allen Schwierigkeiten, die wir auch hatten, aber die Med-Uni Innsbruck und ihre Protagonisten immer als sehr unterstützend wahrgenommen. Ja? Und die Ausgründung und die Umsetzung war immer erwünscht und gewollt. Das heißt nicht, dass man sich deshalb immer in allem einig war und man nicht auch verhandeln musste und so weiter, aber im Allgemeinen ist sowas immer gewollt. Und ich möchte daher, weil wir jetzt schon sehr, sehr allgemein geblieben sind, möchte meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft was mitgeben. Da müssen jetzt alle Nichtwissenschaftler kurz weghören. Etwas ganz Besonderes finde ich, dass eine Universität im Allgemeinen einem in der persönlichen Entwicklung als Wissenschaftler mitgibt, ist, dass man unglaubliche viele Skills erlernt, viel mehr als wahrscheinlich in der Privatwirtschaft oder in anderen Bereichen, die einen fit dafür machen, einen solchen Weg auch tatsächlich einzuschlagen. Es ist beispielsweise so, dass es für uns völlig normal ist, Ergebnisse ständig zu hinterfragen, einen Schritt wieder zurückzugehen, eine andere Lösung zu suchen, ganz praktische Dinge. Wir sind es gewohnt, Vorträge zu halten, ja, PowerPoint-Präsentationen zu machen. Wir sind es gewohnt, von anderen Kollegen zerrissen zu werden, ja, die sagen, na geh bitte, wie soll das funktionieren, und das geht doch nie. Ja. Wir sind es gewohnt, Fördergelder einzuwerben, ja. Wir sind es gewohnt, auf komplexe, sehr kritische Reviews zu antworten. Wir sind es gewohnt, Abrechnungen der Fördergelder zu machen. Im Idealfall sind wir Personalführung auch gewohnt, weil wir Diplomanden und Doktoranden haben und weil wir ihre Stunden abrechnen müssen und alles Mögliche. Also der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin ist echt fit für eine Ausgründung. Besser, also mehr meines Erachtens nach als die meisten anderen Berufsgruppen. Ja? Und der ganze Rest, den man, danke,
Und der ganze Rest, den man dann braucht, ja, also das ganze wirtschaftliche Know-how, das ist etwas, das kann man sich aneignen mit der Zeit, das kommt auch mit der Zeit. Da gibt es Webinars und man kann Postgraduate-Studien machen und sonst im Notfall kann man es nachlesen und sonst was. Ja. Das lernt man dann mit der Zeit und das kommt schon. Und man braucht gar nicht so viele Frühphase-Investoren. In Österreich sind die Förderungen in den frühen Phasen, gerade für universitäre Projekte, extrem gut. Ja. Also unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen beneiden uns drum. Wir haben da ganz gute Instrumente. Und dort lernt man dann beispielsweise auch zum ersten Mal einen Businessplan zu schreiben. Ja. Zuerst weiß man gar nicht, was das ist, nachher schreibt man ihn selbst. Ja. Und man schreibt ihn dann viele Male neu und lernt in dieser Phase auch all die Vokabel und die Sprache, die es braucht, um dann irgendwann einmal mit ihm zu sprechen und kennt dann unter Umständen auch die Knöpfe, die man bei ihm drücken muss, damit er Geld hergibt. Ja. Es ist nicht so schwierig, also wir sollten uns nicht so, ein ganz kurzer Abschlusssatz noch, das war ich vielleicht zu lang, aber ich habe den Eindruck, dass es unter Wissenschaftlern immer so wirkt, so, naja, Drug Development, das braucht Jahrzehnte und hunderte Millionen und du brauchst die Ressourcen von großen Industrieunternehmen und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht wird die Frau Professor van Laar da zu diesem Aspekt auch etwas sagen. Ich bin der Meinung, es ist mitnichten so. Man kann das an einer Universität exzellent tun. Wir haben die Infrastruktur dafür und wir haben vor allem das Know-how dazu. Wir wissen mehr als die meisten anderen. Wir müssen es nur trauen. Eine Motivation an uns alle und insbesondere an unsere wissenschaftlichen Kolleginnen hier im Publikum. Herr Schneeberger, wir haben jetzt vorhin auch schon gehört, dass diese Motivation, diese Vision da sein muss und sehr groß ist und unterstützt dann auch, wenn es Herausforderungen gibt. Was ist denn Ihre früheste Erinnerung an das Entrepreneurship-Feuer in Ihnen oder diese Liebe für Innovation, die in Ihnen brennt? Wo oder wie oder durch wen haben Sie da Lust drauf bekommen? Also ein Teil von mir würde jetzt vielleicht sagen, es war schon immer da. Es hat mich schon ein bisschen mein Leben lang begleitet. Wir waren in der gleichen Schule, sogar in der gleichen Klasse, der Philipp und ich, und haben eine Berufsausbildung damals gemacht, also Gesellenprüfung, Radiotechnik, glaube ich, und Maschinenschlosser. Das heißt, das war dieser Baustein des Lebens war dann da. Die Faszination an dem Neuen und Andersartigen ist dann geblieben und die Welt der Wirtschaft würde da mit einschließen. Die Chance, dann ein MBA an einer sehr guten Schule machen zu können, hat es dann das Ganze zur Explosion gebracht oder halt sehr weit noch angefeuert, weil es die Augen geöffnet hat in andere Industrien und andere Geschäftszweige und man erkennen können, dass man in der Medizin und an der Universität sehr viel Nutzen erzeugt, aber oft sehr schlecht darin ist, diesen Nutzen dann an die Person, an den Patienten zu bringen. Nicht so sehr nur im täglichen Alltag, das können wir relativ gut. Wir können sehr gut behandeln, wir haben eine sehr gute Klinik und machen sehr gute Medizin, aber wir skalieren dabei nicht. Wir bringen unsere Ideen dann nicht in die breite Anwendung und vielleicht die Kombination daraus hat es dann angefacht und angefeuert. Und dann kommen Begebenheiten dazu, Personen, die man trifft, die Geschichten erzählen. Ich glaube, es sind die Geschichten, das hat die MBA-Schule zum Beispiel sehr gut gemacht. Sie hat fast ausschließlich mit Geschichten gearbeitet, mit erfolgreichen Gründern. Und diese Geschichten bleiben dann letztlich hängen. Und dann sind es viele Zufälle, die Zufälle sind oder auch nicht. Ich glaube, die Menschen, denen man begegnet und die Geschichten, die man dabei erfahrt und die Erlebnisse, die man dabei an denen man dabei teilhaben kann. Und die Kombination aller dieser Faktoren mehr als eine einzelne Begebenheit, würde ich sagen, legen dann Schaufel für Schaufel nach und nähern das Interesse, das vielleicht grundsätzlich schon einmal da war. Wir haben hier sehr interessante und vielen Dank auch sehr persönliche Einblicke bisher bekommen. Gibt es im Publikum schon die eine oder andere Frage? Ja, ein Mikrofon kommt sofort zu Ihnen. Ja, mein Name ist Grimm, ich bin auch Herzchirurg.
Ich bin einerseits sehr froh, dass es diese Veranstaltung gibt, weil endlich einmal bekennt sich die Universität auch dazu, dass das ein zentraler Auftrag ist der Universität. Bisher ist ja so, dass man in Österreich, speziell ein Land des Neides, ja, sie verstecken musste, weil ja der Rohlfeld und der Gräben gründen eine Firma, jetzt sind sie reich. Ja. Niemand weiß, was das schlaflose Nächte bedeutet, was das Haftungen, was das selbst persönliches Geld aufbringen bedeutet. Jeder sagt, na, und ich glaube, es ist einmal ganz wichtig, dass die Universität sich auch öffentlich dazu bekennt und sagt, das ist ein zentraler Teil unseres Auftrages. Und da bin ich auch dem Ministerium sehr froh, dass sie das machen. Und es ist ja ganz schwierig, das ist ja jetzt was ich empfinde, ein Gießkannenprinzip an Anglizismen haben wir im Nachhinein gehört, also HAB und KPI und Ausdrücke, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und wenn man sich den Weg unseres Projektes anschaut, hätten Sie vor 10 Jahren auf der deutschen oder österreichischen Jahrestagung der Herzchirurgen eine Abstimmung gemacht, hätten 99,99% gesagt, so ein Blödsinn. Ja. Jetzt hätten Sie dieselbe Umfrage vor 3 Jahren gemacht, hätten nur mehr die Wiener und die Grazer Universitäten dagegen gemauert und gesagt, na so ein Blödsinn, das kann nie funktionieren. Also ich glaube, der Mindset in Österreich ist für das noch immer sehr, sehr zach, ja, weil fragen Sie heute einen Wiener Herzchirurgen, was er von Stoßwellen am Herz sagt, er, so ein Blödsinn, das kann nicht funktionieren, ja, weil ich glaube, wir müssen alle uns aufraffen und dazu bekennen, dass wir einfach neue Wege gehen müssen, sonst bleiben wir in der Vergangenheit stecken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch, glaube ich, eine zentrale Message, die an die Universität und auch an das kommt. Und wenn ihr jetzt seht, haben wir das, Johannes, sehr zäh zu einer Firma gebracht, CE-Zeichen. Na, glauben Sie, dass wir hier im Haus uns das leisten können, dass wir hier alles erfunden, das haben wir alles erfunden, alles hier entwickelt im Haus. Also da wird jede deutsche Universität wird das viel früher sich leisten können, kaufen können, als wir das können. Also der Weg geht weiter, und er wird eigentlich immer zäher. Und deswegen muss man sagen, brauchen wir auch die Unterstützung der Universität, die dann auch zum Beispiel unserem Spitalsträger gegenüber sagt, Kinder, jetzt habt ihr das alles hier erfunden. Die Herzchirurgie ist jetzt einer der bestpublizierenden in Europa geworden durch dieses Projekt. Also jetzt, das muss doch da hier möglich sein, dass wir uns das hier auch weitermachen können und weiterführende Projekte machen. Also ich glaube, der Weg wird immer zäher, der ist immer, je weiter sich das entwickelt, desto zacher wird es eigentlich. Und deswegen, glaube ich, braucht es einen Mindset, der durch das Haus geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und genau diesen Mindset wollen wir hier entfachen. Und Herr Bichl hat es vorhin gesagt, dass eben auch wichtig ist, dass der Unirat dahinter steht, dass es jemanden im Rektorat gibt, der sich für das Thema Innovation einsetzt und dass die Strukturen geschaffen werden. Birgit, was möchtest du als Vizerektorin dazu sagen? Zuerst einmal danke vielmals für das Statement. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dafür auch noch einmal eine gewisse Awareness zu schaffen. Und eins möchte ich schon sagen, meine Geschichte hat an den Unis nicht hier gestartet, sondern an der Med-Uni in Graz. Und ich habe mich dort schon ein Stück weit abgearbeitet, muss ich sagen, an dem Thema mit mindestens so viel Engagement und Enthusiasmus wie hier. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, so schnell, wie das hier möglich war, das muss man mal finden in Österreich. Ja? Also danke an den Unirat, an die Vorarbeiten in diese Richtung. Wir sind mit offenen Armen hier empfangen worden. Ganz im Gegenteil, ist gesagt worden, wann kommt es jetzt endlich in die Gänge? Ja? Also das ist etwas, was extrem positiv ist. Aus meiner Sicht muss ich auch die Lanze brechen fürs Rektorat. Es war möglich, ja? Und es ist vieles schon davor gewesen, ja? Hat vielleicht nicht so viel Transparenz und so viel Schauplatz gehabt, wie das, was wir jetzt machen. Aber viel ist schon möglich gewesen an Projekten, die unterstützt worden sind. Die Dorothee van Laar wird nachher mit der Christine dann noch ein bisschen was zum Besten geben, wie lange dieser Weg schon befeuert wird und mit wie viel Versuch.
Ich glaube, es liegt nur jetzt an uns, das weiterzutreiben und darum ist es auch wiederum wichtig, eine GmbH zu haben, gute, hochprofessionelle Leute zu haben, die das betreiben und natürlich, glaube ich, brauchen wir den Mindset Wissenschaft und Wirtschaft sind Dinge, die auf Augenhöhe kommunizieren können müssen. Und dafür braucht es auch einen gewissen Übersetzer, dafür braucht es einen Rahmen, in dem man arbeiten kann. Und ein Wort ist auch vorher gefallen, nicht in der Art, sondern er hat gesagt, wir müssen uns nur trauen. Und ich glaube, es braucht Mut. Es braucht Mut, auf allen Ebenen das zu tun. Auftrag haben wir, LV haben wir, Unirat haben wir, Rektorat haben wir, bald wird es ein neues Rektorat geben und ich bin überzeugt davon, Gerd Meyer ist jetzt da, unser neuer Rektor ist gekommen und ich glaube, dass wir diesen Weg gut weitergehen können mit am Team, mit der Unterstützung und vor allem immer wieder mit diesen Veranstaltungen. Und das, was mich heute besonders freut und die Frage war vorher Ökosystem, wir haben, glaube ich, hier viel jetzt in relativ kurzer Zeit angestoßen. Jetzt müssen wir die Energie sozusagen haben, das auch auf den Boden zu bringen. Aber das können wir nur mit der Unterstützung von allen Stakeholdern, die hier sind. Und es ist eine große Freude, dass wir heute so viele Leute da haben aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Und immer wieder anzustacheln, immer wieder zu kommen und zu sagen, na, was ist jetzt, Leute? Ja? Was ist der nächste Schritt? Was passiert weiter? Ich glaube, das ist nicht nur eine unidirektionale Geschichte, sondern soll auch von den Professorinnen kommen, dass wir als Rektorate, als Unirat und als Senat am Ende des Tages gechallenged sind, um zu delivern. Und das wäre überhaupt, glaube ich, das Beste, was uns passieren kann, dass wir jeden Euro, den wir hier bekommen, und dazu gibt es auch einige Studien, die man auf der Seite des Bundesministeriums nachlesen kann, jeder Euro, der investiert wird in diesen Bereich, im Bereich der akademischen Spin-offs, bringt weit mehr als in vielen anderen Bereichen von Forschungsförderung. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig, hier weiter zu professionalisieren und das über alle Gremien hinweg zu tun. Und ich kann nur sagen, in einem Jahr haben wir das hier zustande gebracht, was die Struktur betrifft, natürlich aufbauend auf all dem, was schon da war. So, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum von Martin. Das Mikrofon, oder? Ja? Okay. Ja, ich hätte eine Frage, ein bisschen mehr in die Zukunft blickend jetzt vielleicht. Also für mich, wenn ich die Projekte betreue, dann muss ich natürlich in die Zukunft schauen und wir leben, wie ich es eingangs erwähnt habe, momentan in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation, vor allem was eben die Investments, also die Investoren sind sehr zurückhaltend, es wird immer mehr spätphasiger investiert und an dich, Markus, die Frage vielleicht, aus deiner Sicht, was können wir tun, um die Situation zu verbessern? Ja, wir können nicht die weltwirtschaftliche Situation verbessern, aber im kleinen Rahmen gesehen, was können wir tun? Wie frühphasig macht es Sinn? Wie frühzeitig macht es Sinn, Investoren in Kontakt mit Forschungsprojekten von der Medizinischen Universität zu bringen? Ich habe es vorhin schon kurz beantwortet. Ich glaube, das Erste, was ihr super gemacht habt, ist die Gründung vom MedLife Lab, Bewusstsein schaffen, Veranstaltungen machen, einfach auch Wissensvermittlung ist, finde ich, immer so eine gute Brücke von, ich würde gerne mal was machen, traue mich aber dann nicht drüber zum Startup-Investment, ist ein super Klebstoff, um diese Brücke zu schaffen. Also ich würde euch auch echt auch anregen, hier mehr Veranstaltungen zu machen für Investoren, viel mehr Pitching-Events zum Beispiel zu machen, wo man dann mit spannenden Unternehmerinnen und Startups in Verbindung kommt. Ich glaube, das ist mal wichtig unter dem Thema, okay, wie kann ich Wissen erzeugen, wie kann ich das Wissen auch teilen, wie kann ich eine Community aufbauen. Und dann geht es eben darum, meiner Meinung nach Zusammenarbeiten zu pflegen. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten in Innsbruck, aber auch nicht in Österreich oder man muss generell größer denken. Wir müssen das, was schon da ist, zusammenbringen. Es gibt schon ganz viele Inkubatoren, es gibt schon ganz viele Hubs. Es ist so viel Wissen da und ich habe das Gefühl, dass jeder versucht, das zu beschützen. Das ist meine Veranstaltung, da lade ich jetzt nur die Leute ein, die ich kenne. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen auch anders denken lernen. Vor allem in Europa lieben wir es gern, Sachen zu beschützen. Ich glaube, wir müssen genau anders denken, müssen sagen, okay, was können wir lernen von anderen? Laden wir internationale Leute ein, fördern wir Kooperationen mit ähnlichen Unis, mit ähnlichen Einrichtungen. Und da ist mir noch immer viel zu wenig Wissensaustausch da. Wir haben jetzt mit vielen Universitäten gesprochen, die haben zwar ein super Konzept in sich abgeschlossen, aber die eine Uni weiß dann doch nicht so wirklich, was die andere macht. Vielleicht in Österreich ein bisschen, aber wenn man dann über die Ländergrenzen hinausschaut,
wenn man dann die TU München fragt und sagt, na, wisst ihr, was da passiert in der JKU zum Beispiel? Ich glaube nicht, dass die das wissen. Und das ist für mich ein Alarmsignal zu sagen, lasst uns da rausgehen, lasst uns da europäischer denken, das braucht es, glaube ich. Ja, und der Rest kommt von selber. Also ich glaube, Investoren werden angezogen. Es ist nicht so, dass man Investoren suchen kann und sagen kann, so, jetzt stell dich daher, investier. So funktioniert es nicht. Ich glaube, wenn man gute Innovationen hat, gute Startups hat, kommen die Investoren von selber. Das ist ein Resultat von guter Arbeit. Deswegen, da würde ich mich gar nicht so viel bemühen, Investoren herzuholen, sondern eher gute Arbeit mit den Startups zu machen, die Hausaufgaben früh genug zu vermitteln, dann ist es heutzutage auch nicht so schwer, die richtigen Investoren zu finden. Gerade weil eben die Leute sich zweimal überlegen, ob sie in Startups investieren, dreimal überlegen. Also es ist extrem schwer geworden, Investoren zu überzeugen, das ist richtig gesagt, aber meiner Meinung nach mit dem richtigen Team, mit einer starken Technologie dahinter, findet jedes Startup dann auch Anschlussfinanzierung. Also so ist es dann auch wieder nicht. Ja? Ja, genau. Also freut mich total, dass von dir genau dieser Ansatz kommt, weil das ist ja exakt das, was wir auch geplant haben, diese Offenheit gegenüber anderen Universitäten, um diesen Standard, den wir jetzt auch hier schaffen, zu etablieren. Eine zweite Frage, wenn ich noch darf, ganz Elisabeth. Kurz. Okay. Und zwar an den Johannes Hohlfeld, auch ein bisschen in die Zukunft gerichtet, würde mich interessieren. Sie sind jetzt mit dem Unternehmen und das könnte man eigentlich fast heute wieder als Erfolg feiern. Ja, letzte Woche die MDR-Zulassung für das Gerät für die Stoßwellentherapie. Also herzliche Gratulation dazu nach diesem langen Weg. Meinen Mitarbeitern. Ja. Hebt mal die Hand. Genau, also wir haben das Gerät draußen. Sind da. Ja, wir haben das Gerät auch draußen ausgestellt. Und ich habe in dem Prozess ja irgendwie aufgezeigt, es geht ja jetzt weiter. Ja? Markteintritt, es kommt eine Skalierungsphase. Mich würde interessieren, aus Ihrer Sicht jetzt, inwieweit kann ein Ökosystem Sie bei diesen Tätigkeiten jetzt unterstützen? Ich möchte jetzt nicht, weiß nicht, irgendwie undankbar oder überheblich klingen oder so etwas, aber ich glaube, mit diesem Schritt ist man natürlich bis zu einem gewissen Grad über das Ökosystem dann hinausgewachsen. Ja? Also sozusagen die Skalierung auf dem Markt ist wirklich ein Thema, das außerhalb der Universität liegt. Auf der anderen Seite fällt mir jetzt gerade ein, um in die Kerbe zu schlagen, zu dem, was der Professor Grimm gesagt hat, natürlich die Anwendungen der eigenen Universität selbst zu fördern, um hier auch dann noch weitere Erfahrungen mit der Technologie zu machen. Das wäre schon ein wirklich notwendiger und wichtiger Schritt. Aber rein vom unternehmerischen Gedanken her, glaube ich, ist man dann mit diesem Zeitpunkt, und das ist ja auch gut so und das ist ja auch das Ziel, irgendwie dann diesem Ökosystem entwachsen. Da kann man dann vielleicht hoffentlich einmal dann auch was zurückgeben. Okay. Ja, vielen Dank. Wir haben aufgrund der fortgeschrittenen Zeit jetzt noch die Gelegenheit für eine kleine Abschlussrunde mit einem schnellen Statement. Und beginnen würde ich da gerne mit Herrn Kampers. Und zwar Fragen sind ja noch unzählige offen, auch insbesondere, was Sie in der Kooperation auf Industrieseite benötigen. Das würde mich noch interessieren und dann würde ich Sie um ein kleines Abschlussstatement bitten, was Sie in Ihrer langjährigen Karriere in der Industrie bei Otto Bock im Kontext Innovation am meisten überrascht hat. Also zwei Fragen. Zwei Dinge, die glaube ich, sehr hilfreich sind und da seid ihr, glaube ich, auf einem guten Weg. Das ist eine gute Rechtsabteilung, weil es wichtig ist, einen Partner zu haben, um einen Vertrag zu machen. Und das ist in der Praxis oft nicht so einfach für uns als Unternehmen. Die andere Geschichte liegt ein bisschen, ich glaube, außerhalb des Circle of Influence hier, aber was mir zugetragen wurde, ist, dass wir bei Nichtzulassungsstudien, also wenn Dinge untersucht werden, die noch nicht zum Produkt werden, sondern die erst untersucht werden, dass man da in Österreich vielleicht unbürokratischer und einfacher sein könnten. Es scheint so, dass die Behörde da versucht, strenger zu sein, als das eigentlich von der EU auch vorgegeben wird. Es ist ein ganz klarer Vorteil in den USA, da Dinge machen zu können, die dann
also wenn es um Nichtzulassungsstudien geht, einfach noch eine Runde einfacher sind umzusetzen, als das in Österreich der Fall ist. Und was Sie überrascht hat? Also was tatsächlich überraschend ist, ist die Vielzahl an Hürden, die ein Medizinprodukt hat, um zu einer Innovation, sprich erfolgreich am Markt zu werden. Also dass es machbar ist, also dass es funktioniert, dass man es produzieren kann, dass es an die Leute kommt, dass es zugelassen wird, dass es von den Ärzten oder von den Anwendern auch, weil es ja meistens so ein Netzwerk rund um die Endanwenderin geht, angenommen wird, dass es dann von dem Erstattungssystem erstattet wird. Das geht dann in einem Land, kommt es dann nach einem anderen Land. Und also es ist wirklich ein potenziell sehr langer Weg. Das Schöne ist nur, wie das dann auch über die Zeit wächst. Ja, also ich bin schon seit einer Weile in unserem Unternehmen und eines unserer erfolgreichsten Produkte, das C-Leg, das ist gerade auf den Markt gekommen, wie ich da angefangen habe, und das wächst immer noch. Ja. Und es ist so schön zu sehen, wie vielen Leuten wir da im Alltag dann im Endeffekt helfen können. Ja. Also das, was Stefan auch gesagt hat, dass das dann wirklich Leben verändert, ja. Also viele Leben verändert, ja. Nicht nur von ein paar Leuten, die man so vielleicht einmal mit einem Prototypen versorgt hat, wo man dann gesehen hat, das Leuchten ist da, ja. Also das belohnt schon, ja, aber wenn das dann noch multipliziert, das ist schon nochmal ganz eine eigene Geschichte. Ja. Also fühle mich sehr privilegiert, dann in der Industrie zu sein, weil wir multiplizieren das dann. Ja. Das ist ja auch ein Motto, das wir verfolgen: Innovating Health, Transforming Lives, also dahingehend in Richtung positiver Impact auf Aspekte im Leben. Herr Bichl, bei diesen unterschiedlichen Themen, die wir jetzt diskutiert und gehört haben, was würden Sie uns mitgeben für die Zukunft? Was sollen wir berücksichtigen an der MUI im MedLife Lab, um noch besser zu werden? Ist natürlich eine Frage, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich in einer Utopie lande, des Nichtmöglichen, wie der Herr Professor das skizziert hat, oder quasi in dem wünschenswerten Plausibel, was ich jetzt anspreche. Aber es gibt für mich einen Unterschied, glaube ich, der Standard, wo man heute ist, wo sie hinarbeiten. Das eine, nämlich Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, wenn der Herr Hohlfeld genau diese Idee zur Weltveränderung hat, dann zum richtigen Zeitpunkt die richtige Unterstützung, das richtige Biotop da ist. Oder vielleicht, keine Ahnung, um an die MedUni Graz zu denken, dass wenn zufälligerweise ein Augenchirurg oder ein Augenarztteam mit dem Techniker, der die Laser betreut, quasi irgendwo in dieser Weiterentwicklung auf eine Idee kommen, die zu einem medizintechnischen Produkt führen, ist das wunderbar. Die Frage ist aber, wie kann man darüber hinaus genau diese Prozesse des Dialogs organisieren und skalieren. Das ist das, was mich immer beschäftigt. Wie bringe ich, es gibt keine technische Universität hier in Innsbruck, aber es gibt Techniker auf Universitätsboden und viele, viele Unternehmen auch. Wie bringe ich die Techniker mit den Medizinern zusammen? Nämlich in einer strukturierten Art und Weise, so wie beim, wieder ein nicht adäquates Bild, aber das macht nichts, ich bleibe bei einem Bild, das nicht ganz passt, wie beim Goldsuchen, beim Goldschürfen. Ja, man muss dauernd sozusagen irgendwo den Sand aufheben, durch Sieb durchrieseln lassen und schauen, ob was bleibt. Wie organisiere ich die Prozesse? Und das fand ich recht spannend bei einem Besuch bei der SITEM in Bern, also bei diesem medizintechnischen sozusagen Ökosystem, das dort entstanden ist, wo genau solche Prozesse des andauernden Zusammenbringens der Community der Techniken, der Community der Medizin, um jetzt nicht auf diesen Zufall zu warten, dass dieser eine Laser optimiert wird, oder sozusagen der eine Mediziner, der sagt, ich habe da was beobachtet, aus dem machen wir jetzt ein Produkt. Also das wäre für mich so ein bisschen ein nach vorne schauen, wie kann man solche Prozesse und Ereignisse auch organisieren. Ich glaube, das liegt noch in unserer Sphäre. Und abschließend bin ich dankbar auch für die Aussage vom Herrn Hohlfeld, es gibt Bereiche, die uns als Hochschul- und Universitätspolitik nichts angehen, nämlich immer, wenn es darum geht, quasi Private Equity Politik zu betreiben, Finanzpolitik zu betreiben und die Sphäre. Also das ist ein Nicht-Thema für uns, um da auch klare Grenzen zu ziehen. Ich glaube, auch das ist wichtig. Vielen Dank. Birgit, ein kurzes Abschlussstatement, auch wenn diese Frage Potenzial für größere Diskussionen hätte. Was braucht es in den Rektoraten, um die Schwellen der Transformation zu überwinden?
Ja, da sind wir wahrscheinlich dort. Ich würde noch gern einen Punkt dazu sagen, weil ich ein super Beispiel dazu hatte, wo man Leute zusammenbringen kann und wie das wachsen kann. Wir haben ganz konkret in Graz mit der Living Core ein Projekt versucht, ja, wo wir zunächst einmal einen, und zwar den Professor Kamholz, um ihn auch beim Namen zu nennen, einen Chirurgen hatten, der gesagt hat, wie schaffen wir es, einen OP so auszugestalten, dass wenn ich das Licht genau hier punktgenau brauche, ich aber schon steril bin, ich kann das Licht nicht mehr einrichten, genau diese Punktbestrahlung hier habe. Und dann sind wir mal ins Nachdenken gegangen und haben uns überlegt, wo finden wir denn, wer arbeitet mit Licht in der Industrie? Und dann sind uns zuerst die üblichen eingefallen, die Ausstatter von OP-Sälen, die haben gesagt, na, wir haben genau das Licht, das produzieren wir so. Ja? Und dann kam irgendwann einmal der Impuls, warum redet man nicht mit der Magna? Und das war ein irrsinnig interessanter Prozess, weil die Magna ist gekommen mit einer Truppe an Entwicklern, gleich 3 an der Zahl, die mit uns begonnen haben zu arbeiten, und die haben sich urmühsam auf diesen Prozess eingelassen, weil sie immer gesagt haben, na, was wollt ihr von uns? Ganz genau jetzt können wir euch einen Prototypen machen. Und die haben gesagt, na, wir würden es erst gerne mal überlegen. Und aus diesem Überlegen heraus und aus einem sehr für alle Beteiligten mühsamen Prozess, wo die Forscherinnen gesagt haben, ich habe nur so wenig Zeit, ich muss auf die Klinik. Und die Magna hat gesagt, da rinnt uns das Geld bei der Tür hinaus, wir können nicht noch einen Workshop machen, kam irgendwann einmal der Moment, wo wir den Raum gehalten haben und die Struktur zur Verfügung gestellt haben, wo beide begonnen haben nachzudenken, was wäre denn noch interessant zu tun. Und plötzlich ist aus der Lichtthematik eine ganz andere geworden, nämlich wo die Magna gesagt hat, wir bauen euch zwar diesen Prototypen und überlegen uns das, aber viel interessanter wäre, mit Ermüdung zu arbeiten, Licht und Ermüdung zu arbeiten. Wie lange kann ich jemanden noch wach halten zum Beispiel? Wie genau kann ich Ermüdung messen, individuell, bis der sozusagen zur nächsten Haltestation fahren kann? Und interessant war das Momentum insofern, als dass aus dem Chirurgen dann relativ schnell der Neurowissenschaftler gekommen ist, der Neurochirurg gekommen ist, und die haben gesagt, ich würde gern teilnehmen an dem Projekt. Nicht wir mussten sagen, bitte kommt und wir hätten da noch was Interessantes, ein Buffet gibt es auch, sondern sie sind gekommen und haben gesagt, wir würden gern mitmachen. Und relativ schnell ist das Projekt dann nach Kanada gegangen, ganz konkret, wo eine Truppe an Leuten sitzt, die nur mit Universitäten arbeiten und an dieser Collaboration. Und wir haben vorher gehört, es ist nicht nur eine Affäre, sondern eine Ehe. Die Ehe haben sie uns dann angeboten. Aber das, was ich damit sagen will, ist das Raumhalten, die Formate sich zu überlegen. Das ist das, worum es hier geht, ein Stück weit. Und da bin ich ganz beim Markus Peschel vorher. Das gehört, das muss man wirklich gut überlegen und man muss punktgenaue Settings finden, aber eben dann auch den Raum halten, um immer wieder diese geführte und bewusste Interaktion zu gestalten. Und dann entsteht ein Mehrwert draus. Das war jetzt länger als gedacht. Was war die eigentliche Frage? Was in den Rektoraten sein muss. Ja, Entschuldigung. Professionalität, und ich glaube, die Frage wurde vorher schon beantwortet. Es braucht Profis an allen Ecken und Enden, und ich glaube, es braucht auch Leadership-Qualitäten, nämlich nicht nur von einer Person, dem Rektor, sondern vom ganzen Team. Und das muss super zusammenarbeiten, wie auch in jedem anderen Unternehmen. Vielen Dank. Jetzt machen wir wirklich ganz kurze Abschlussstatements. Herr Schneeberger, was brauchen Sie als nächstes von der Uni und Ihren Kolleginnen? Was ist der nächste Schritt? Wenn ich bei der Analogie Affäre und Eheschließung bleiben darf, dann sind wir gerade in dem Prozess Vertragsschließung und damit eine Eheschließung vielleicht zu schaffen. Ich denke, das ist ein nächster wichtiger Schritt und die Vertrauensbasis, die das dann abbildet, so wie der Philipp, glaube ich, sehr treffend gesagt hat. Und dann als nächsten Schritt, als zweites, das Beste von beiden Welten, nämlich das Vertrauen eben und den Freiheitsgrad weiter wachsen zu dürfen, aber die Sicherheit, die Universität als Rückhalt weiter zu haben und den Zugang zur Universität behalten zu können. Vielen Dank. Markus, was ist dir als Investor in einem Satz ein besonderes Anliegen, unseren potenziellen Innovatorinnen mitzugeben? In einem Satz erzählt jetzt das nicht, das war jetzt noch meine Zusammenfassung. Mut ist heute gefallen von der Birgit, das Wort. Ich würde allen mitgeben, traut euch. Ich glaube,
ich muss doch ein bisschen länger ausholen. Ich glaube, ein bisschen ein Thema, was ich mitbekommen habe, ist dieses, ich verliere mein gemachtes Nest, ich könnte vielleicht dann nicht mehr zurückkommen in diesen Zustand, in dem ich jetzt bin, in diesen Angestelltenzustand. Und da, glaube ich, liegt es einerseits daran, Lösungen zu bieten oder Sicherheit zu schaffen, dass das nicht so ist. Und andererseits auch das Bewusstsein zu sagen, ihr habt nichts zu verlieren. Also ich glaube, jeder, der ein Startup aufbaut oder zumindest mal sich mit dem Thema Innovation beschäftigt, kann nur gewinnen. Die Lernkurve ist sehr hoch, es macht sehr viel Spaß, die Community ist super aktiv. Also Scheitern ist völlig in Ordnung und ich glaube, das ein bisschen in die Köpfe reinzubringen, das wäre schön, um dadurch auch mehr Mut zu befördern, diese Gründung zu wagen. Danke, Mut und dranbleiben. Herr Hohlfeld, als letzter in unserer Runde zum Abschlussstatement, was ist der wichtige Tipp von Sie an Ihr jüngeres Ich oder an unsere jungen Wissenschaftlerinnen hier? Ich würde den Rat geben, also ich habe es mir mittlerweile angewohnt, in den unterschiedlichen Phasen der Unternehmensentwicklung mit vielen Menschen immer zu sprechen, die Ähnliches erlebt haben, und es hilft mir sehr. Also mittlerweile bin ich im Austausch mit einigen Unternehmen, aber meine Erkenntnis im Nachhinein ist, sprecht mit denen, die es schon gemacht haben und die es schon geschafft haben. Es ist erstaunlich in diesem Bereich, und ich meine niemanden der Anwesenden, wie unglaublich viele Experten es gibt. Und jeder weiß, wie es genau geht. Und jeder weiß, was man genau tun sollte und was es braucht und was man als nächstes tun sollte. Und sprecht mit denen, die es gemacht haben. Das sind die, die es wirklich wissen. Und dazu noch eins, das Feld ist so viel inhomogener, als man meinen möchte. Ja? Also wir haben noch nicht zwischen Spin-off und Startup unterschieden, zum Beispiel heute Abend, ja? Und das ist nur ein kleines Detail. Man muss sich jemanden suchen, der in dem Bereich schon mal war. Ja? Also es gibt auch den Unterschied zwischen MedTech und Biotech, zwei völlig unterschiedliche Welten. Ja? Und da wiederum dann das Feld, und es ist ein Riesenunterschied, ob etwas ein Klasse 2 oder ein Klasse 3 Medizinprodukt ist. Braucht man mit dem, der die andere Klasse hat, braucht man gar nicht reden. Das bringt gar nichts. Die profitieren nicht voneinander, sprechen nicht die gleiche Sprache und so weiter. Also man muss sich jemanden suchen, der sehr, sehr gut zum eigenen Konzept passt, und das muss man wahrscheinlich, wenn man in Innsbruck ist, auch international tun. Es ist wahrscheinlich der Universitätsstandort zu klein, wahrscheinlich ist sogar Österreich zu klein. Ja. Sucht euch erfolgreiche Leute, und diejenigen, die schon mal erfolgreich waren, ist zumindest meine Erfahrung, immer wenn man sie kontaktiert, freuen sich meistens und teilen ihre Erfahrung gerne, weil es jedem, der sowas schon einmal gemacht hat, dann auch eine Freude ist, weil es eine Anerkennung ist, wenn man gefragt wird, und weil man gerne dann andere unterstützt, einen solchen Weg auch zu gehen. Das wäre mein wichtigster Tipp. Vielen Dank. Vielen Dank. Also das heißt, Erfolgsbeispiele sich anzuhören, aber auch auszutauschen mit Personen, die einen Weg hinter sich haben, und einen Weg, der von Erfolg letzten Endes gekrönt war, dürfen wir jetzt in unserer Innovation Success Story anhören. Davor bitte noch einen großen Applaus für unser Panel. Vielen Dank. Wir gehen jetzt über zu einem konkreten Beispiel und zu einer Erfolgsgeschichte, die wir hier an der Medizinischen Universität in Innsbruck hatten. Die hat vor vielen Jahren schon gestartet, und zwar bereits vor mehr als 10 Jahren, ich glaube es sind fast 15 Jahre, und da möchte ich gerne Christine Bandlow und Dorothee van Laar auf die Bühne bitten, denn hier haben wir eine Success Story mit Virate, die vielleicht in ihren Anfängen auch nicht immer nur ganz einfach war. Wo du magst. Wie hat denn diese Geschichte begonnen, oder was sind Ihre persönlichen Erinnerungen an diesen Beginn der Ausgründungs- und Innovationsaktivitäten an der Medizinischen Uni in Innsbruck? Da würde ich gerne bitten, eine Einleitung dazu zu machen, die Erfahrungen zu teilen, und dann, dass Sie Ihre Geschichte uns erzählen und präsentieren. Ja, wie schon gesagt, das ist
15 Jahre oder sowas her, ne? Sowas. 2010 bist du berufen worden an die Universität, um hier ein vollkommen neues Institut aufzubauen. Das Institut für Virologie, das vorher noch nicht existent war. Und ich kann mich erinnern, bei deiner Antrittsvorlesung hattest du also schon auch den Gründungsgedanken uns hier mitgegeben, wo viele dann etwas zusammengezuckt sind, weil all das, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, nicht existent war. Das heißt also, wir hatten eine letztlich hier in Tirol ansässige Standortagentur, wir hatten CAST, aber all das, was es letztlich auch braucht an einer Universität, das war nicht unbedingt vorhanden. Und wir beide haben dann enger noch miteinander zu tun gehabt, indem du mal kamst und gesagt hast, jetzt habe ich also einen Innovationspreis nach dem anderen hier abgeräumt. Aber was ich hier jetzt brauche, ist, ich brauche Lab Space. Und ich brauche Unterstützung der Universität. Und bei dem früheren Rektorat kann ich mich erinnern, dass du auch angeklopft hattest und gesagt hast, ich bringe hier ein Paket von der Med-Uni, von der Universität Frankfurt mit, von der Goethe-Universität Frankfurt. Ich habe schon mal ausgegründet, ihr braucht mir da nicht genau erklären, wie das geht, kann ich alles, weiß ich, ich bin schon erfolgreiche Gründerin. Und aber hier, ich bringe mit ein kleines Schatzkästlein in Form eines Patents und diverse andere Erfahrungen. Und es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ihr bekommt das Patent übertragen als Universität und ihr könnt euch bei meiner Firma, die ich jetzt ausgründen möchte, auch beteiligen. Und da ging eine kleine Schockwelle durch das Rektorat, dem ich noch nicht angehörte, aber du hattest mir das dann mal erzählt, dass das nicht ganz einfach war. Und als wir uns dann kennengelernt hatten und du dann gesagt hast, jetzt bist du im Rektorat, jetzt mach doch mal, ja, musste ich auch etwas schlucken, denn wie gesagt, wir hatten gerade vorher den Unirat angesprochen, der Unirat war also von solchen Dingen wie Beteiligung an einer Ausgründung überhaupt nicht begeistert. Das war ein No-Go-Territory, absolut indiskutabel. Das geht nicht. Aber auch so Dinge wie, gibt es Lab Space? Können wir ausgründungswilligen Kollegen und Kolleginnen jetzt hier auch Lab Space mitgeben? Auch das war nicht möglich. Mittlerweile haben wir das hier in Tirol. Mittlerweile hat die Universität auch etwas, aber es hat 15 Jahre gedauert. Ja, wir haben da immer wieder versucht, entsprechend auch Möglichkeiten zu finden. Und dann kam eben auch Boehringer Ingelheim mit dem Innovation Fund und die haben gesagt, ja, wir möchten da jetzt hier auch mit einsteigen in diese Firma. Wir wollen sie finanziell unterstützen und jetzt müssen Verträge gestrickt werden. Und ganz klar, das Patent hat die Universität nicht gehabt, das Patent gehörte nach wie vor dir. Und wir haben also hier dann, und ich persönlich vor allen Dingen habe sehr viel gelernt von einem Herrn Dr. Mennerich vom Boehringer Innovation Fund, der später dann noch im Video zu Wort kommen wird. Denn es ist zwar alles gut gegangen, aber es war nicht unbedingt jetzt eine einfache Reise, aber es gab wiederum, was auch schon hier auch angesprochen wurde, es gibt etwas in Österreich, was einzigartig ist. Das ist zum Beispiel AWS und das ist auch eine Unterstützung durch zum Beispiel die Christian-Doppler-Gesellschaft. Und beides war dann ein, glaube ich, Door-Opener für dich dann auch, wo wir versucht haben, mit der Standortagentur, mit CAST etwas zu finden, wo du nicht innerhalb der Universität, aber zumindest außerhalb der Universität dann Räume gefunden hast, wo du, sagen wir mal, die Großzügigkeit der Universität war, indem sie das alte Labor Mobiliar mitgegeben hat, das anderweitig wahrscheinlich irgendwie verschachert worden wäre oder ja, zumindest weggeschmissen. Wir haben es aus den Containern Ja, aus den Containern hast du das wieder. Also soweit die Unterstützung der Universität.
Aber jetzt kommt mal deine Seite. Also das war meine Erinnerung, wo klar war, zukünftig müssen wir das anders machen. Zukünftig müssen wir ein bisschen mehr. Und ich glaube, beim Herrn Hohlfeld haben wir schon ein bisschen was anders gemacht. Aber unser beider Wege haben sich immer wieder getroffen, um eben uns auszutauschen, auch im Sinne, was müsste denn wirklich anders gemacht werden, damit es nicht so zäh und so schwierig ist, auch wenn es jetzt also doch noch mal 15 Jahre gedauert hat. Ja, also ich muss auch wirklich Ihnen, Frau Vizedirektorin, sehr danken, weil Sie immer wieder eine ermunternde Stimme waren hier in der damaligen Gründungswüste. Ja, es fing damit ja an, dass ich privat das Patent geschafft hatte, von der Uni Frankfurt rauszubekommen. Da waren die so großzügig und haben gesagt, okay, da ist jetzt noch nicht so viel passiert, das ist noch Ihr Ding. Und ich habe als erstes als fairer Uni-Mitarbeiter der Uni angeboten, dafür, dass sie die Patentkosten tragen. Und da hat die Uni gesagt, nee, also Patentkosten, die sind ja so hoch, das wollen sie nicht. Und ich habe gedacht, gut, dann eben nicht. Und dann, ja, und am Ende auch die Beteiligung an der Firma, als sie dann schon gegründet war, habe ich angeboten dafür, dass wir noch 2-3 Jahre 3 Mitarbeiter in dem Labor der Virologie halten konnten, bevor wir Räume suchen mussten. Und da hat die gesagt, nein, das ist also, es war ganz witzig. Also es ist ganz anders heute. Also ich kann alle jungen Gründer hier nur gratulieren, dass sie nicht 15 Jahre früher geboren wurden. Sieht ja sehr gut jetzt aus. Wunderbar. Es freut mich, liebe Doro. Und wir haben dich ja auch eingeladen. Wir sind sehr froh, dass du auch unserer Einladung Folge geleistet hast. Und du hast dich bereit erklärt, auch einen kurzen Vortrag zu halten. Um was geht es denn eigentlich bei dieser Firma, die Kollegin von La ausgegründet hat, nämlich die Vera Therapeutics, die dann für einen 3-stelligen Millionenbetrag von Boehringer Ingelheim gekauft wurde und nach wie vor hier in Tirol, in Innsbruck ansässig ist. Und es geht um onkolytische Viren. Und was das ist, liebe Doro, erklärst du uns bitte selber. Also erstmal alle Missverständnisse auszuräumen und alle Bittsteller hinterher abzuwehren. Als die Firma verkauft wurde, hatte ich ja nur noch einen sehr kleinen Anteil. Also der 3-stellige Millionenbetrag ist nicht auf meinem Konto gelandet. Gut, aber es hat trotzdem echt viel Spaß gemacht alles und ich stehe jetzt zwischen Ihnen und dem Buffet und es hat sich also ein bisschen ich habe ein bisschen zu langen Vortrag vorbereitet, weil diese Interaktion vorher und hinterher gibt es noch ein Video, ich nicht mit eingeplant hatte. Also wundern Sie sich nicht, ich werde Slides überspringen, die vielleicht nicht so dramatisch sind. Ich werde also heute von der Seite der Arzneimittelentwicklung eine Ausgründung schildern, die sicherlich sehr anders ist, auch als das, was wir bisher gehört haben, weil die ist natürlich nicht an einer Universität bis zum Schluss zu machen. Das sind einfach Beträge, die nur in Big Pharma vorhanden sind, nötig und deswegen braucht man irgendwann einen Partner. Und meine Motivation war ehrlich gesagt, und ich konnte mir auch keine andere vorstellen, ist, dass ich halt Mäuse geheilt hatte und irgendwie dachte, jetzt müssen wir doch mal gucken, was im Menschen ist. Und dann habe ich Taschen geguckt, war nicht genug Geld da und habe gedacht, okay, jetzt muss ich mir jemanden suchen, der mir das bezahlt, dass ich gucken kann, ob es im Menschen funktioniert, so gut wie in der Maus. Und ja, und deswegen habe ich das alles dann auf mich genommen und bin jetzt auch unheimlich dankbar, dass nach so vielen Jahren tatsächlich die ersten Patienten auch in Innsbruck behandelt werden. Und man sieht hier, dieser Weg ist sehr mühselig sozusagen. Er geht eben von der Phase, die man eher an der Uni noch betreiben kann, über die klinischen Studien bis hin zu der aufwendigen Zulassung und nach der Zulassung noch über einige Jahre der Beobachtung der Sicherheit, insbesondere dieser Arzneimittel. Wo findet das statt? Das findet statt natürlich in der Frühphase an der Universität. Das ist auch sehr gut. Und dann gibt es aber eine so Zwischenphase. Es gibt natürlich so Small Molecules, die dann relativ früh schon von der Industrie aufgekauft werden. Das ist dann relativ einfach. Bei biotechnologischen Arzneimitteln wie unseres ist es oft schwierig. Da ist die Industrie erstmal zurückhaltender. Und da gibt es eben dann in der Regel diese Biotech-Phase, wo man dann mit verschiedenen
entsprechenden Mitteln, Investoren etc. Das Produkt so weit bringt, dass man sagen kann, es lässt sich herstellen, es scheint einigermaßen sicher zu sein und es scheint zumindest in den Tiermodellen zu wirken. Und dann muss man aber doch leider in Richtung Pharma gehen, weil dann übersteigt es auch das Biotech, obwohl es gibt Biotech-Firmen, die haben mit Investoren die Sachen auch auf den Markt gebracht. Das ist aber eher die Seltenheit. Also wir sind diesem klassischen Modell gefolgt. Und dieses Dia soll eigentlich nur zeigen, dass man also, wenn man eine Idee hat, die in der Zellkultur funktioniert, bis zu einem Arzneimittel ist sozusagen eine große Ausdünnung zu verzeichnen. Das heißt, mit zigtausenden Präparaten, die potenziell was bewirken könnten, landet am Ende eins auf dem Markt. Also ich denke, das ist in der Medizintechnik zum Beispiel ein bisschen günstiger, dieses Verhältnis. Und deswegen ist das also nur was für Leute, die viel Fantasie haben, da sich auf diesen Weg zu machen und die auf Frustration einstecken können. Ich hatte 2000 schon in Deutschland in Hamburg eine Firma gegründet, die ich dann weiter aufgebaut habe, als ich die Professur in Frankfurt hatte. Da haben wir 3 Entwicklungen gehabt, die auch ganz typisch sind eigentlich für das Feld. Ich habe eine HIV-Gentherapie entwickelt, die wir durch die Phase 1 gebracht haben. Das war Mitte der 90er Jahre. Inzwischen gab es so viele Medikamente auf dem Markt gegen HIV, dass man wirklich das Virus ein Leben lang unterdrücken konnte und damit war der Markt weg. Also die Small Molecules hatten uns überholt, obwohl wir wirklich also sehr gute Erfolge gesehen haben. Aber was man mit einer Pille machen kann, muss man nicht eine Gentherapie machen. Dann hatten wir eine sogenannte Suizidgentherapie, die in Phase 1 gescheitert ist. Und dann habe ich einem Kollegen, dem Stefan Urban aus Heidelberg, unter die Arme gegriffen und habe gesagt, komm doch zu uns. Der hatte nämlich kein Geld mehr, um seine Patente zu bezahlen. Und dann haben wir die in die Firma aufgenommen, haben die durch die Präklinik mit Geldern dieser Vision 7 durchgedrückt und die haben dann noch tatsächlich einen Investor gefunden, der aber dann schon in der Phase eine eigene Firma gemacht hat, die dann Myr hieß, die aber letztendlich ein Spin-off der Vision 7 war. Und diese Myr hat dann ein Peptid auf den Markt gebracht, Myrclodex, was gegen Hepatitis B sehr gut wirkt, insbesondere gegen die Doppelinfektion mit dem Delta-Virus, das Myrclodex, was jetzt von Gilead vermarktet wird und was auch finanziell sich damals ausgezahlt hat. Aber für mich war das immer nur eine nette Beigabe, muss man sagen. Die Mitgesellschafter, die ich fälschlicherweise an Bord hatte, denen es nur ums Geld ging, haben eigentlich mehr geschadet als irgendwas genützt. Also nehmen Sie keine Businessleute an Bord, also zur Beratung, aber nicht als Gesellschafter. So, und dann hatte ich irgendwie in Frankfurt schon diese onkolytischen Viren entdeckt, oder entwickelt mit einem Team und die dann auch relativ wirksam war, wie gesagt, in den Mäusen und der jetzt in Phase 1 ist. Und darüber will ich ein bisschen kurz erzählen. Es gibt ja sozusagen die Viren, die Zellen zerstören. Hier sehen wir so einen Zellrasen. Das Virus färbt die Zellen grün, der da zerstört wird. Und davon leben ja die Viren und vermehren sich, indem sie die Zellen leider umbringen. Und da gibt es halt diesen Gedanken, kann man nicht Viren spezifisch machen dafür, dass sie Krebszellen nur zerstören und normale Zellen schon. Und das ist tatsächlich möglich, solche Viren zu finden. Wir haben dann eben ein Virus entwickelt, was das in idealer Weise konnte, was sehr spezifisch nur die Tumorzellen umbrachte, wie man hier oben sieht, und aber die normalen Zellen verschonte. Außerdem wirken diese Viren durch die Infektion auch immunstimulierend, sodass daraufhin auch tatsächlich das Immunsystem gegen den Tumor aktiviert wird, was wir hinterher dann als nette Beigabe entwickelt haben. Es ist jetzt nicht die virologischen Details, die finde ich natürlich super spannend, aber Sie wahrscheinlich nicht. Also wir haben dann dieses Virus hier entwickelt, das heißt dann VSVG-P und das hatte tatsächlich diese Eigenschaften. Es war nicht mehr toxisch, das ursprüngliche Virus war sehr neurotoxisch, hat schon mit 10 Partikeln ins Gehirn injiziert, die Mäuse alle umgebracht, während unsere Viren mit einer Dosis von 10⁻7 direkt ins Gehirn gespritzt, den Mäusen überhaupt nichts gemacht hat. Und wir konnten dann sogar intravenös Mäuse mit Hirntumoren behandeln. Hier sehen wir, der Hirntumor
ist rot in dieser Darstellung und die Viren sind grün, wie spezifisch diese Viren sich wirklich im Gehirn nur im Tumor vermehren und dieser Großteil dieser Mäuse geheilt hat, je nach Einmalgabe halt so 70% und Dreimalgabe über 90% heilen konnte. Dasselbe gilt für einen Darmkrebs im Mausmodell, das auch zu 100%ig geheilt werden konnte und wo wir hier auch sehen, das sind die Immunzellen, die sich in den Tumor eingewandert sind, hier in Rot, aufgrund dieser Virusinfektion. Wir haben noch viele andere Beispiele, hier die Heilung von Knochenmetastasen des Prostatakarzinoms, hier die deutliche Verminderung der Melanommetastasen in einem Lungenmelanommetastasenmodell. Und hier, wie das Ganze also erfolgte, präklinisch, die ersten Versuche in Zellkulturen und so weiter sind schon 2005 erfolgt. 2010 haben wir uns das dann von der Toxizität noch genauer angeguckt. 2016 haben wir dann sozusagen die Beratung beim Paul-Ehrlich-Institut damals, weil die doch mehr Erfahrung mit Biopharmazeutika hatten als die AGES vorgenommen, um zu wissen, wie es weitergeht. Daraufhin erfolgte dann die Toxizitätsuntersuchung nach bestimmten Vorgaben, Good Laboratory Practice, das kann man nicht einfach bei sich zu Hause machen, das muss man in einem Speziallabor machen. Herstellungsverfahren war sehr mühselig für die Viren, hat 3 Jahre gebraucht und dann die Formulierung, dass das Virus stabil ist und nicht klumpt, das war auch ein Problem, also man muss immer dranbleiben. Und dann, wie gesagt, gab es weitere Beratungen mit dem PI und einen Antrag auf klinische Studien in der USA, in Deutschland und in Österreich. Und 23 sind dann die Studien begonnen, auch hier in Innsbruck. Natürlich am Anfang immer an fortgeschrittenen Krebspatienten. Das ist bei so einem ganz innovativen Ansatz in der Regel Standard. Und wie ging das wirtschaftlich vonstatten? Also ich möchte sozusagen auf der Uni-Seite 3 Leute einfach mal nennen, obwohl es natürlich viel mehr gab, die kommen gleich noch, aber die zentral waren. Also es ging ja schon mal um das Team und die Leute, die immer viele Ideen haben, aber dann bei der Detailumsetzung die Geduld verlieren. Zu denen gehöre ich leider. Und da hatte ich wirklich ein exzellentes Organisationsgenie, die alles im Blick hatte, nämlich die Frau Dr. Egerer, die später auch die Geschäftsführung bei Alvira Therapeutics genommen hat. So jemand ist Gold wert, ohne Lisa wäre das alles nichts geworden. Und natürlich intern die Organisation über diese 15 Jahre, die ich das Institut geleitet habe, natürlich die Ulrike Planck. Und dann muss man sagen, ist natürlich Christine Bandlow, die Vizerektorin, ganz entscheidend gewesen, diesen Paradigmenwechsel an dieser Universität Innsbruck, den wir ja eben schon besprochen haben, durchzusetzen, von einem Hilfe, das ist schmutzig, Industrie, zu einem, es ist gut, wenn was erfunden wird, aber dann auch den Menschen zugutekommt, hat ändern können. Wir haben also dann angefangen mit die Patente sozusagen über eine AWS-Seed-Finanzierung die Weiterentwicklung dann zu führen. 2014 wurde dann die Firma offiziell gegründet und da bekamen wir dann auch das war das vorher Pre-Seed, dann bekamen wir AWS-Seed-Finanzierung, also ganz tolle Sache für junge Firmen, die AWS, die einen auch mit Beratung sehr gut unterstützt. Und dann kommt natürlich immer diese Phase, öffentliche Mittel, und dann braucht man irgendwie aber richtiges Geld, Entschuldigung, nichts gegen öffentliche Mittel, aber dann braucht man irgendwie Geld, was darüber hinausgeht. Und das ist oft ein Loch und das können Business Angels überbrücken. Und dann möchte ich sozusagen die Empel-Stiftung hier einmal erwähnen. Ja, das ist also nicht Embel, das Institut in Heidelberg, sondern Empel, das ist Empel Fahrzeugbau. Kann ich nur empfehlen, eine super Tiroler Firma, die auch international denkt. Ich bin an anderen Tiroler Firmen gescheitert, weil ich keine Tiroler Gründerin war. Nein, also dieses war eine Firma, die ja bis nach Saudi-Arabien verkauft. Also die war dann ganz offen für eine deutsche Gründerin und die Familie Empel muss ich also nochmal ganz herzlich mich bedanken, dass die dieses Loch überbrückt hat und sich natürlich gefreut hat, weil sie damit auch Geld verdient haben hinterher. Und dann sind wir so losgegangen, haben also unsere Vorstellungen da
präsentiert bei verschiedenen Venture-Firmen, also gar nicht so viele. Wir hatten dann relativ schnell BI Venture Fonds und den Embel Venture Fonds, jetzt mit B, also von dem Embel Institut in Heidelberg, die uns dann eine Serie A gegeben hat. Dann bekamen wir ein paar Jahre später die Serie B mit einem Option-Deal mit Boehringer, den sie aber dann viel schneller gezogen haben, als sie erst geplant hatten, sodass wir dann 2018 an Boehringer Ingelheim verkauft worden sind. Und da ist natürlich zu erwähnen, die beiden vom Venture-Fonds, von dem BI Venture-Fonds, der Detlef Mennerich, der eben schon erwähnt worden ist, und der Jan Adams, den Detlef Mennerich, der wird gleich auch noch in dem Video zu sehen sein. Und dann ganz zum Schluss natürlich der Knut Elbers, der dann, sobald Vera Therapeutics zu Boehringer gehörte, dort die wissenschaftliche und aber auch betriebswirtschaftliche Führung übernommen hat mit der Dr. Elisa Egerer an seiner Seite. Und 23 dann die klinischen Studien gestartet werden. Das ist also hier das Team. Und ich möchte natürlich ein paar Leute aus diesem Team noch erwähnen, die ich auch jetzt eben schon erwähnt habe. Das ist natürlich neben der Lisa Egerer und dem Knut Elbers ist es auch der Patrick Erlmann. Ich glaube, ich habe den irgendwo gesehen. Nee, doch nicht. Der Patrick Erlmann, der jetzt aber sowohl Lisa als auch Patrick haben innerhalb Boehringer jetzt einen Aufstieg gemacht und jetzt sind andere, die Vera Therapeutics hier in Innsbruck leiten. Aber es sind viele ehemalige auch Labormitarbeiter, Postdocs, die bei mir ein bisschen waren und dann in die Firma gewechselt haben. Den Leuten, denen ich sozusagen als Wissenschaftler besonders danken möchte und Doktoranden, die daran beteiligt waren. Hier stehen alle ihre Namen. Ich möchte sozusagen insbesondere die Janine, die immer noch da ist und jetzt auf einer A2-Stelle bei mir am Institut ist, die als meine stellvertretende Leiterin auch wesentlich zu diesem Projekt beigetragen hat. Sie ist mehr an der Vakzine interessiert. Dieses Virus kann man mich auch als Impfstoff benutzen, aber hat zur Immunologie dieses Virus sehr viel beigetragen. Zur T-Zell-Immunologie hat Herr Dr. Banki sehr viel beigetragen und natürlich Guido Wollmann, der als Leiter des CD-Labors sehr viel Studien auch mit Boehringer Ingelheim zusammen gemacht hat, die zum Verständnis der Wirkungsweise dieses Virus beigetragen hat. Und natürlich die Kooperation, die wir extern hatten. Hier sind ein paar kleine erwähnt. Natürlich auch an der MUI hatten wir für die Tumormodelle wirklich fantastische Kooperationspartner, mit denen es viel Spaß gemacht hat. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal, aber Sie haben ja nun schon eben viele Tipps gehört, noch ein paar Tipps geben, die zum Teil wahrscheinlich sich allgemein nutzen lassen und zum Teil aber wirklich auf die Arzneimittelentwicklung spezifisch sind. Also ich denke, was ich ganz oft sehe bei jungen Gründern, ist, dass sie ihre Geschäftsidee einfach schönreden. Ja? Also sie haben da irgendwo in der Zellkultur mal irgendwas beobachtet und sehen sich schon mit einem Wahnsinnsprodukt am Markt. Vorsicht, Vorsicht. Ja? Man soll es aber auch nicht schlecht reden. Also man soll dann ruhig das verfolgen und gucken und immer wieder prüfen und so weiter. Die Geschlechter neigen zum einen oder zum anderen. Ich will da nicht drauf eingehen. So, die externe Beratung zur Gesellschaftsform, Businessplan und Patentfragen, die sollte auch sehr kritisch erfolgen. Ja? Wenn man dann feststellt, der Markt ist genauso für eine Gruppe von Erbkrankheiten für 10 Personen weltweit oder in einem Tal in Tirol, da gibt es ja auch solche Erkrankungen, die immer wieder hier in Innsbruck entdeckt werden, da ist natürlich nicht so ein Riesenmarkt für. Da muss man überlegen, wie man das dann angeht. Aber für sowas braucht man natürlich professionelle Beratung. Dann braucht man die Mitstreiter, die die eigenen Schwächen ausgleichen. Das haben wir schon gehört, das habe ich auch selber für mich jetzt auch zugegeben. Als Teilhaber, aber bitte, beraten kann man sich von allen lassen. Als Teilhaber, bitte, bitte, nur Wissenschaftler, die ganz zentral beitragen und Geldgeber. Punkt. Ich habe auf dem Weg so viele Wissenschaftler getroffen, die sich bei mir mit einlisten wollten und Teilhaber wollten oder alle Rechte für sich wollten und dann würden sie das schon machen für mich. Ja, so Männer, die dann gedacht haben, die arme Kleine schafft das nicht. Ja, also so, ja, oder auch Businessleute, ja, ich habe in beiden Firmen einen Businessmann drin gehabt, beide haben sich darauf konzentriert,
mich finanziell abzuzocken, bis zum Schluss. Also haben beide wirklich einen Reibach gemacht und sind reich geworden. Die Arbeit habe nur ich gemacht. Macht das bitte nie. Die sollen euch beraten, die haben immer so tolle Worte drauf und Abkürzungen. Die könnt ihr dann bei eurem VC-Geber mal fallen lassen, das macht dann Eindruck, aber nehmt die nicht mit rein. Die tun nichts Nützliches für die Firma. Wenn man selber nicht in die Firma geht, das bin ich ja auch nicht, ich bin da an der Uni geblieben, ist das Beste, man baut aus den eigenen Umgebung einen zu begeisternden, super Wissenschaftler auf, der reingeht, so wie die Dr. Egerer, die ich aufgebaut habe, die dann reingegangen ist. Das heißt aber nicht, dass man als Gründer die Firma in den ersten Jahren nicht aktiv begleiten sollte, weil die Vision kommt ja von einem, die kann man auch nicht so direkt vererben, ganz direkt, man kann anstecken, aber die Urgedanke, Idee, das, was in einem gewachsen ist, das kann in der Regel nur der Gründer wirklich an die Firma weitergeben, auch wenn er an der Uni bleibt. Und das sollte von der Uni auch nicht als Schmuddelkind bezeichnet werden, wenn man dann noch immer mal wieder hinfährt und wissenschaftliche Diskussionen mit den Firmenmitgliedern führt. Solange es geht, Räume in der Uni nutzen, aber jetzt habe ich ja gehört, gibt es auch einen Start-up-Hub, wo man hin kann, super, braucht also keine Möbel mehr von Sperrmüll holen, finde ich klasse. Und das Wichtigste ist die Hartnäckigkeit. Es gibt viele Rückschläge und entweder die sagen einem, das war nicht so doll, was du dir ausgedacht hast, dann soll man zurücktreten. Aber wenn es einfach nur ein Problem ist, was man zu lösen hat, dann tut das, lasst euch nicht entmutigen. Das war's für heute. Achso, ach ja, natürlich auch noch wichtig, man sollte je nach Firmentyp wissen, wo man hingeht. Also bei Arzneimittelentwicklung eben wirklich die Auslizenzierung und Verkauf an etabliertes Unternehmen für die spätere klinische Entwicklung. Dann für Medizintechnik und Diagnostika kann man relativ spät schon auslizenzieren, damit die Firma nur die Herstellung in größerem Maßstab organisiert und dann die Vermarktung. Selten kann man schaffen bei Verfahren, dass man das auch als Start-up später mal selbst vermarktet. Und es gibt ganz selten wirklich physiologisch gewachsene Firmen, die von Anfang an immer ein bisschen Geld verdient haben, das wieder reingesteckt haben und wieder aufgebaut haben und die letztendlich praktisch keine fremden Teilhaber drin hatten. Da ist Herr Milteni zum Beispiel ein wunderbares Beispiel, der das ganz physiologisch gemacht hat, aber das war natürlich auch ein Produkt, bei dem das möglich war. Beim onkologischen Virus wäre das so nicht möglich gewesen. Gut, und vielen Dank. Ja. Liebe Doro, setz dich noch ein bisschen zu uns, bevor wir das Video angucken. Denn ein Aspekt, der mir noch sehr in Erinnerung ist in unseren Gesprächen, war insbesondere, als wir dann die Ausgründung mit begleiten durften, auch wenn der Universität das Patent nicht gehört hat, was nachteilig dann ist und wir uns auch nicht beteiligt haben, was man natürlich, als die Firma verkauft wurde, als großen Nachteil dann plötzlich realisiert hat und wo man dann gesagt hat, hätten man doch damals. Ja. Aber ja, du hast mir mit auf den Weg gegeben, dass es ganz wichtig ist, dass, und das hattest du jetzt gerade auch auf der Folie, dass also so lange wie möglich begleitet werden soll und dass auch die Verträge, die wir mit Boehringer dann letztlich vereinbart hatten und wo wir durchaus jetzt auch mitverdienen, ja, bei jedem Milestone-Erfolg verdient auch die Universität mit, aber die war immer wichtig, dass sehr viel auch wieder zurückgeht ans Institut, an die Forschung, um das noch weiter zu entwickeln. Genau, also ich denke, die Uni ist einfach ein Raum, der sehr viel mehr Kreativität ermöglicht. Deswegen macht Boehringer Ingelheim auch gerne mit Unis und Startups, weil dieses Riesenunternehmen hat streckenweise was von der Behörde und die Flexibilität ist dann nicht mehr da. Insofern, also Boehringer Ingelheim ist ein sehr positives Beispiel als Partner, weil die nicht gleich alles für sich nehmen, sondern wirklich offen in der Diskussion der Entwicklung für die Wissenschaftler sind. Das ist ein sehr schönes Stichwort, Boehringer Ingelheim als Partner. Und hier haben wir auch ein kleines Video zur Perspektive von Boehringer Ingelheim, wie der Herr Elbers und der Herr Mennerich das Ganze wahrgenommen haben und sehen.
Hallo zusammen, mein Name ist Detlef Mennerich von Boehringer Ingelheim und neben mir sitzt Knut Elbers, auch von Boehringer Ingelheim. Liebe Frau Bandlow, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Dorothee von Lahr, lieber Herr Kapferer. Es ist eine große Ehre, dass wir heute hier gehört werden können. Frau Bandlow, Sie haben mich vor kurzem kontaktiert, dass Sie den Innovationstag an der Universität Innsbruck durchführen wollen. Leider müssen Knut und ich uns entschuldigen. Nichtsdestotrotz möchten wir die Gelegenheit nutzen, kurz zu reflektieren, die Reise, die vor 10 Jahren begonnen hat. Ich würde an den Anfang beginnen, von der Venture-Perspektive, das Bauen der Firma, und Knut wird den zweiten Teil nehmen, ab 2018, wo es eigentlich erst so richtig losging mit der Technologie. Erstmal möchte ich mich bedanken. Vor knapp 10 Jahren haben wir uns das erste Mal gesehen. Unser Venture Fund Team von Boehringer Ingelheim hat euch besucht in Innsbruck. Wir saßen zusammen. Wir waren begeistert von der Idee, das Konzept. Es war novel. Es war eine gewisse Dynamik in dem onkolytischen Virotherapiefeld. Und wir sind sehr schnell übereingekommen, dass wir das gern unterstützen würden, von der Idee in die Translation in die Klinik. Dann hat uns relativ schnell weitere Investoren haben sich gefunden, Herr Kapferer vom Familienoffice und der Jan Adams von Apple Ventures, und es konnte losgehen. Das konnte aber nur funktionieren, weil die Universität Innsbruck, Sie, Frau Bandlow, wir haben dann auch mal verhandelt, und die Unterverhändler unserer Teams, sie haben es ermöglicht, eine Lizenz herauszugeben, dass die Firma die Chance hatte, Luft zum Atmen und das zu translatieren, und wir in der Lage waren, weitere Investoren zu finden und viel mehr noch auch unterstützt, indem das Personal von der Dorothee aus dem Institut für Virologie, ein paar Leute haben die Seiten gewechselt aus dem Akademischen Institut in die Virate hinein, und umgekehrt der Guido Wollmann, der dazugekommen ist, hat sozusagen auf der akademischen Seite in einer Zusammenarbeit aus Academia, aus Boehringer Ingelheim und weiteren industriellen Partnern das Doppler-Labor angefangen. Dann hat das Ganze dazu geführt, mit ihrer Unterstützung, alle haben mitgezogen, dass Boehringer 2018 die Option ausgeführt hat, das in den Konzern zu überführen und die Idee einer klinischen Translation zuzuführen. Und dort ist der Knut dann ins Spiel gekommen, und ich übergebe an dich, Knut. Wir hatten einen wunderbaren Anfang, weil wir sind schon ein bisschen früher angefangen. Wir haben ja zusammen eine Forschungskollaboration gemacht aus der Firma heraus, und dadurch wurden auch die Leute aus der Boehringer Ingelheim-Welt sehr früh mit dem Virate-Team warm und konnten zusammenarbeiten und dieses gemeinsame Vertrauen entwickeln, was dann eben auch zur Übernahme letztendlich 2018 geführt hat und zu der Weiterführung dieser Zusammenarbeit auf einem ganz anderen Level, eben dann als Teil von Boehringer Ingelheim. Und wir haben diese Zeit dann weiter aufbauen können und, wie du schon erwähnt hast, letztendlich das Asset auch in die Klinik reinbringen können. Mittlerweile hat die klinische Studie angefangen, und was besonders wichtig ist, Innsbruck ist eine der Schlüsselsites, wo wir das eben auch durchführen. Wenn es zum Doppler-Labor kam, was ja damals sehr früh angefangen war und was eine sehr schöne Brücke ist, die es eigentlich nur in Österreich gibt, zwischen akademischer und Biotech-Forschung, das konnten wir auch noch mal einmal verlängern. Wir haben also die maximale Förderdauer letztendlich ausschöpfen können. Und dann sind wir jetzt sogar hingegangen und haben das Team des Doppler-Labors nochmal weiter zusammenarbeiten lassen können mit dem Virate-Team. Und die ganze Zeit über gab es einen kontinuierlichen Input von Ideen und von auch gemeinsamen Arbeiten, wo ich glaube, beide, sowohl die akademische Forschung wie die industrielle Forschung, von profitiert haben. Und was man auch wirklich herausstellen sollte, ist, was wir einmalig in Innsbruck hinbekommen haben, ist die Zusammenarbeit mit der Klinik. Weil wir konnten die ganze Zeit eigentlich Proben aus der Klinik bekommen, um unser biologisches Prinzip, das onkolytische Virusprinzip, letztendlich auf diesen Tumorproben zu testen. Wir wollen zusammenfassen. Wir sind extrem dankbar, und es ist ein Zusammenspiel aller Disziplinen, der akademischen Institute, der Investoren, der Firma, der Gründer der Firma, auch Herr Weiß ist hier zu nennen, Dorothee, Herr Kapferer. Das sind alles Ingredienzien, die dazugehören, um eine Idee in einen Prototypen, in eine klinische Translation zu überführen.
Natürlich haben wir uns alle erhofft, dass das viel schneller vonstatten gehen würde. CMC, also sprich die Herstellung der klinischen Muster, war doch komplexer, als wir uns erhofft hatten. Und Covid kam auch dazwischen, die Rekrutierung während dieser Zeit in eine Virologiestation quasi unmöglich. Nichtsdestotrotz, wir sind dabei und Sie werden keine andere Firma finden als Boehringer Ingelheim, die alles dafür tut, hier meaningful, kritische, klinische Entscheidungspunkte, Datensätze zu erheben. Wir sind dankbar. Zurück kurz. Ich habe heute noch mit Herrn Schollmeier zu tun, der damals der Chairman war in der Virate. Ich habe letzte Woche mit Herrn Adams telefoniert, der auch noch in der Venture Community ist, jetzt bei Apollo Venture. Und wir vom Boehringer Ingelheim Venture Fund, wir suchen natürlich weiterhin nach innovativen Ansätzen, die im Konzeptstatus bei uns aufschlagen können, wir einen inhaltlichen Dialog führen. Wir sind ein bona fide Frühphaseninvestor und die Virate soll nicht die einzige positive Entwicklung sein. Wir haben viele andere Firmen. Wenn Sie in Innsbruck, wenn ihr, die Innovatoren, die Entrepreneurs, Konzepte haben, die First-in-Class-Potenzial haben, die kein Drug Repurposing sind, die Clinical Standard of Care verändern können für Patienten, die einen hohen medizinischen Bedarf haben. Dafür stehen wir bei Boehringer Ingelheim und im Boehringer Ingelheim Venture Fund. Dann würden wir uns hoffen, wenn Sie sich an uns wenden und wir in einen Dialog treten. Bis dahin wünsche ich allen einen spannenden, aufregenden Tag während Ihres Symposiums. Liebe Frau Bandlow, liebe Dorothee, lieber Guido, lieber Rolf, ich wünsche euch alles Gute von Herzen. Vielen Dank für diese Einblicke und diese tolle, motivierende Story. Ich erspare uns eine große Zusammenfassung. Wir waren alle in den letzten Stunden dabei. Wir hatten den Rahmen, den der Rektor Fleischhacker geöffnet hat. Wir haben eine inspirierende Keynote zum Thema Innovating from the Future gehört. In der Panel-Discussion verschiedene Stakeholder-Perspektiven hören dürfen und jetzt noch die Erfolgsstory von Virate und Boehringer Ingelheim. Ich denke, wir haben ein buntes, abwechslungsreiches und hoffentlich auch motivierendes, inspirierendes Programm geschaffen. Worum es aber uns geht als Universität und uns als MedLife Lab, ist mehr als Support und mehr als Geschichten. Uns geht es darum, Asset Development zu machen für die Universität. Und uns geht es darum, gemeinsam zu innovieren. Gemeinsam mit Ihnen, mit euch allen hier. Und in diesem Sinne, let's innovate together. Und ich darf Rektor Fleischhacker noch einmal auf die Bühne bitten, bevor wir dann zu unserer Innovation Exhibition kommen, wo draußen das Buffet, keine Sorge, wartet und die Getränke warten, schon gekühlt. Draußen gibt es ja noch eine Innovators Exhibition mit innovativen Projekten von unseren Kolleginnen, die hier auch im Raum bereits sind. Eine kleine Übersicht hier und ich darf an Sie übergeben. Üblicherweise bietet so eine Zusammenfassung seinem Wrap-up einem schon etwas gereifteren Professor die Chance, in einem allumfassenden Co-Referat noch einmal alle zentralen Punkte durchzubeten. Das hat mir, und zwar in affirmativer und kritischer Weise, das hat mir dankenswert schon Michael Grimm abgenommen. Danke dir vielmals. Insofern kann ich mich kurz darauf beschränken, neben den Buzzwords, die alle schon gefallen sind, wie Ökosystem und Awareness und so weiter, die neurokognitive Ebene auf eine emotional- und sozialkognitive Ebene zu schieben. Und da fallen mir ein paar Begriffe ein, die gefallen sind. Johannes Hohlfeld will die Welt verändern, Stefan Schneeberger ist begeistert, Herr Kainz hat von Mut gesprochen. Das sind alle ganz zentrale Elemente, die wir, glaube ich, aus so einer Veranstaltung mitnehmen können. Auf einer ganz persönlichen emotionalen Ebene kann ich sagen,
das sind Dinge, um die ich meinen Nachfolger beneide, lieber Gerd, dass solche Dinge, die jetzt so Knospen, dann zu voller Blüte ausreifen werden. Und ich war gerade auf einem Weinseminar, wo dann ein gehaltvoller Rotwein nach ein paar Jahren daraus entstehen kann. In diesem Sinne tue ich etwas, was ich wirklich gut gelernt habe als Rektor dieser Universität, nämlich das Buffet zu eröffnen.